Junge, Junge. Geht auch gleich los hier. Ja, ne? Geht gleich los, ihr Lieben. Klassischer Frühstart, denn ein Schiff hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel, und zwar die Hanseatic. Welche ist es denn? Ist es die Spirit? Ich weiß es gar nicht ganz genau. Auf jeden Fall legt die hier gerade ab und ich habe es irgendwie, ja, weiß ich nicht, hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Ich war so auf Containerschiffe und Queen Mary. Ja, wir sind live. Du kriegst erstmal ein Mikrofon. So. Moin. Sag mal, kann das sein, dass wir hier auch schon die ganzen Schiffe verpasst haben, die alle zur Elbcamp fahren? Also, ich habe die irgendwie vom Auto alle Costco gesehen. Antwerp ist hier durch und noch ein bisschen was anderes. Also man hätte auch schon Früher starten können. Aber Leute, es ist windig. Es ist richtig windig. Also ich muss hier noch mal kurz ein paar Sachen in Sicherheit bringen. Ich bin ja noch gar nicht auf so einen Frühstart eingestellt. Moment. Also wir brauchen noch, um uns etwas zu organisieren. Also spielt mal noch einen Moment mit euch selbst. Ach, guck mal, da hinten sehe ich auch schon das erste große Containerschiff. Das müsste die Costco Star sein. Oh, hier fliegt alles weg. Tanja hat schon wieder ihre Thermohose rausgeholt. Ey, das ist echt Wahnsinn. Es ist echt Wahnsinn. Also wettermäßig heute Morgen noch richtig schön und hier ist jetzt ein Wind. Also bestimmt Windstärke 6, würde ich sagen. Also, ja, danke für die Info. Also es ist die Hanseatic Spirit. Sehr schön. Schöner kleiner Kreuzfahrtdampfer. Ein bisschen luxuriöser, würde ich sagen. Ich muss mal gerade nachgucken, was wir eigentlich windmäßig hier auf der Uhr haben. Obwohl, also der Windmesser sagt nur eine Windstärke 5. Ich weiß aber auch gar nicht, wo der angebracht ist. Das kann natürlich sein, dass der nicht so auf dem Präsentierteller ist wie ich hier gerade. Wir warten mal noch ein bisschen auf Tanja. Die ist gerade noch in der Garderobe und in der Maske. So, ich muss ja auch erstmal noch schnell in die Gruppe schreiben, ne? Es ist ja hier Frühstart und alles Ja, Mögliche. unsere Moderatoren, die... Wir haben doch Besserung gelobt, was Ja. die Infos angeht. Also sorry, hat mal wieder hervorragend nicht funktioniert. Aber ich habe eben ganz schnell reingeschrieben, geht los. Echt? Ja, Das ja. habe ich gar nicht gelesen. Ja, ja. So. Also ich habe... Ich würde mal sagen, Zeit für einen Jungfernflug, oder? Naja, wenn das denn klappt, Meinst du wegen Wind? Das werden wir ja kann es sehen. sein. Also ich habe jetzt hier alles fest verteut. Das ist Ich gut. glaube, es kann jetzt hier mal nichts wegfliegen, Das hoffe ist ich. sehr gut. Die Besucher haben ja auch schon alle Schräglage bei dem Wind. Ja. Halt dich gut fest, du. Ist richtig windig hier. Ja, du siehst ja nicht viel heute. Nee. Aber ist eine gute Stimmung manchmal. Jo. Jetzt müssen nur die Sonnenstrahlen so ganz gerade durchkommen. Jo, also gute Stimmung haben wir hier auf jeden Fall, ne? Achtung, Vorsicht einmal hier. Achtung.
Waypoint updated. So, ich kann ja dann vielleicht mal so zwischendurch ein bisschen in den Chat gucken. Ja, du kannst ja auch so ein bisschen Das- hier an die Kamera. Genau, das Und, kann man jetzt leider auch ein bisschen. Ja, bei dem Bett, mit dem Ding fahren kann er schon, fliegen kann er schon. In Ja, wir werden das mal abwarten, große 4, ne? Oder? was da so kommt gleich. Ja, wir haben eine neue Drohne. Ich erzähle da nachher auch gerne ein bisschen mehr zu. Das Gute ist, diese neue Drohne ist spezifiziert bis 12 Meter pro Sekunde an Wind. Wir haben aktuell 10 Meter pro Sekunde an Wind. Ja, gucken wir mal, ob sie das auch wirklich kann. Du bist auch Hardcore, ne? Ja, nun, wenn es draufsteht auf der Verpackung und sie das kann. Allein auf der Verpackung. Oh, Hilfe. Also es kann hier noch einiges passieren heute. Wir werden mal abwarten, was so kommt, ne? Ja, wir schauen mal. Wir schauen mal, was dabei rauskommt. So, ich sage auch noch mal Moinsen zusammen. Ich habe noch nicht mal irgendwie die Community hier begrüßt. Es ist Nein, nichts wir gepasst holen auch hier noch heute. eine anständige Begrüßung nach. Jetzt machen wir erstmal einen Jungfernflug. Ja, Sebastian, ich habe wirklich Angst, weil bei Paddy was mal nie was passiert. Ja, schon richtig was los hier wieder. Oh, ist das geil mit dem Zoom jetzt. Ist das geil. Aber die hast du jetzt wirklich tatsächlich noch gar nicht ausprobiert, ne? Nee, das noch ist nicht mal im jetzt Garten Jungfernflug. heute, Doch, doch, im Garten habe ich einmal die Propeller gestartet. ne? Echt? Wann war das Die denn? fliegen ja alle gleich. Wo war ich denn da? Die fliegen ja alle gleich. Was war beim Nachbarn gar nicht mal drüben? Und die Hanseatic Spirit hattest du gar nicht mehr auf dem Zettel. Nee, hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Muss ich wirklich gestehen. War 0,0. Sag mal, geht das hier so mit meinem Mikro? Das hängt so ein bisschen auf halb. Ach, das können wir gleich sonst nochmal neu Können wir machen. gleich hier, nochmal ne? gucken. Ja. Warum hat jemand was geschrieben, dass es nicht so gut Nee, das passt? ist mir oder? jetzt nur gerade aufgefallen, dass das hier so ein bisschen komisch runterhängt. Okay. Vielleicht solltest du mal sagen, welche Drohne das ist. Da kommen so ein paar Fragen. Ich erzähle das gleich alles. Lasst Okay. uns mal einen Jungfernflug machen und wenn die weg ist, die Hanseatic Spirit, haben wir, glaube ich, einen kleinen Moment. Und dann können wir gerne ein bisschen hier sabbeln, erzähle ich euch ein bisschen was dazu. Ja, Steffen, das ist ganz richtig. Ne? Oben geblieben ist noch keine Drohne. Ja, da recht, ne? Nein, nein, nein. Das ist genauso wie, es gibt halt mehr Flugzeuge im Wasser als Schiffe in der Luft. Ne? Ja, das stimmt wohl. Ja. So. Dann haben wir natürlich auch gar keine Infos, wo diese schöne Hanseatic Spirit jetzt hinfährt. Ne? Nein, wir haben gar keine Infos. Ja, wir sind euer Schiffkanal, hier kriegen Sie die Infos nicht. Naja, irgendjemand wird schon wissen. So. Guck mal, mit der Drohne kann man dann aber auch so einen Blödsinn machen. Okay. Du meinst, die Leute sind nicht schon seekrank genug, wenn die hier zugucken. Du musst auch noch irgendwie machen, dass denen allen übel wird. Ja, danke. ja. Aber okay, das lassen wir erstmal. Sieh erstmal zu, dass sie fliegen Ja, und wieder genau, runterkommen. erst mal fliegen lassen. Genau. Ist denn da irgendjemand drauf, den wir kennen oder der uns kennt vielleicht?
Das ist so ein Schiff von der Größe, was mir ja gefallen würde, ne? Ja, das ist super, ne? Ja. Das ist echt super. Ich habe ja auf den Schiffen, kriege ich ja immer so ein bisschen Panik. Ich habe immer Angst, dass ich mich verlaufe und dann nicht wieder zurückfinde. Aber das wird doch auch für mich gut sein. Also nur von der Größe, von den Reisekosten spreche ich lieber nicht, weil das ist ja... Ja, die Reisekosten Das sind ist ja so fernab von High-Class, Gut und ne? Böse. Ja, genau. Aber ich glaube, da ganz hinten sehen wir schon die Costco Shipping Star. Und wenn man ganz genau hinguckt, sehen wir auch schon die Maribu Maersk Ja. hinten am Und Horizont. ich glaube, die Maribu Maersk wird vom Zoll verfolgt. Kann das sein? Haben Echt? die die vielleicht auf dem Kicker? Keine Ahnung. Hat mir ein Vögelchen geflüstert. Ach, guck mal, geht die Antwerpen da erst noch mal an die Fehler da hinten? Das kann sein. Ist das cool mit dem Zoom? Also mit den Wellen Brauchen wir heute. demnächst gar keine andere Kamera mehr. Aber kannst du die Drohne nicht von zu Hause fliegen? Da brauchen wir vielleicht gar nicht mehr los. Und haben trotzdem gute Bilder, wollte ich damit sagen. Also kommt mir das so vor, oder sind die Wellen heute hier sehr dicht am Anleger? Aber guck mal, so war das Bild vorher, auch mit der anderen Drohne Ja. vom Abstand. Und jetzt haben wir 2 Stufen, so und so. Nee. Ist schon ganz geil, ne? Qualität ist zwar nicht mehr ganz so gut, aber immer noch okay. Ist ja Utflip, wird Hansen sagen. Richtig gut flippt ist das. Ja, ich würde mal sagen, tschüss und gute Reise, ne? Ja, ich lande auch erstmal und dann machen wir eine ordentliche Begrüßung Absolut. und sabbeln ein bisschen und dann geht das hier weiter gleich mit der Costco Shipping Star. Wir warten jetzt nur mal die Fähre ab, die hier gerade vor unserer Nase landet, wollte ich gerade sagen, anlegt. Ja, das Schöne ist, man kann halt so wunderbar Abstand halten. Man bekommt überhaupt keine Probleme mit irgendwelchen Abstandsregeln. Hast du das denn da jetzt so manuell eingestellt, also oder dazu eingestellt, dass das von alleine das macht mit den Abständen? Oder Nein, aber du musst ja Abstand halten. Ja, du musst genau. ja zu Schiffen Abstand Genau. halten und so. Und du hast jetzt immer genug Abstand, wenn du einfach reinzoomen kannst. so meinst du das? Ich habe gedacht, irgendwie kannst du das dann noch anders einstellen. Ach, da kommen noch die Finkenwerder. Okay, die lassen wir auch noch durch, bevor wir hier landen. Aber es ist schon wieder echt einiges los hier, ne? Da ist richtig was los. Hätten wir ein halbes Stündchen früher losfahren sollen, ne? Kannst du damit auch bis Wedel fliegen? Ja, Sehr cool. Genau, hier Male sagt's. Schön zum Entspannen hier heute, ja, oder? Also Ja. ich habe mir jetzt auch überlegt, ich entspanne jetzt hier mal eine Runde. Schön am Wasser, herrlich. War ja auch irgendwie schon wieder aufregend heute, ne? Man Voll. hat ja auch so viel noch nachzuarbeiten. Diese Woche Hafengeburtstag, die hat, also ich nenne die es ja war schon, schon, ja, ja, ich nenne es ja die schon war fast, schon wild. fast eine Woche, weil ich meine, der Zirkus ging ja eigentlich schon am Dienstag los. Da kam schon Ja. der erste Kreuzfahrer und so ging das ja wirklich weiter bis Sonntagabend. Boah, ist das geil, wie die bei dem Wind stabil ist. Also Rolf fragt auch noch mal mit der Drohne. Paddy will gleich noch mal eine kurze Erzählen wir gleich. Inforunde machen, Erzählen weil wir wir hier einen gleich. Frühstart hinlegen mussten und da ist das so ein bisschen untergegangen. Ja.
wieder die ganze Moderation im Arsch. Ne? Alles, Alles was du dir im so Eimer. schön überlegt hattest, was du so machst, alles wieder über den Haufen geworfen. Aber ist jetzt live, ne? Würde ich Jetzt sagen, live, oder? ja. Das ist halt so. Ach, guck mal, Remo ist auch da und dann Sebastian habe ich schon gesehen. Schön, dass ihr da seid. Ich weiß gar nicht, ob Antje schon im Chat ist. Schwester Hansen wollte auch noch kommen, wenn sie von der Arbeit ist. Aber ich glaube, die muss noch eine rauchen und sich noch einen Gin eingießen. Weil sie hat jetzt den Gin für sich Das entdeckt. kann sein. Da wird sie auch noch schneller lustig, ne? Also mit so einem Stößchen. Ja, Spaß mit Schwester Hansen ja im der Chat. Streamer war nicht so richtig vorbereitet, Mac. Nein, Da nein, hast du nein. absolut recht. Aber soll ich dir mal was sagen? Das ist er nie. Glaub das nicht. Es ist, ich sag mal, welcome to Hamburg Hafen Live. Ja, ich würde mal sagen, Guck willkommen mal, in unserer guck Welt. mal, wie geil ist das denn bitte? Ja, das ist cool. Wie wir da rüberkommen. Guck mal. Dann kannst du ja diesmal hier auch den Gary sehen, wie er seine Stulle ist, oder? Oder kannst du auch sehen, was er drauf hat, Ja. höchstwahrscheinlich. Wenn er mit seiner Brücke da im Ist das Gange ist. cool. Ein neues Zeitalter. Nee, stufenlos ist der Zoom nicht. Also man kann so ein Stück reinzoomen, aber er schaltet dann nicht zwischen den Objektiven um. Das ist halt das Problem. Die Drohne hat halt eine Kamera mit 3 Objektiven und dann muss man quasi das Objektiv auswählen. Deshalb ist der Zoom leider nicht stufenlos. So, ich lande das Ding jetzt erstmal. Ja, mach mal. Moment, dafür müssen wir mal. Erstmal hier auf die andere Kamera. So, Jungfernflug geglückt, würde ich mal sagen. Ne? Jungfernflug. Zumindest mal unfallfrei beendet. Hier sind auch schon wieder so lustige Namen heute. Ritter der Bockwurst, finde ich auch eigentlich schon wieder. Und der Kugelblitz, herrlich. Ich mag das ja. So, ich glaube, jetzt können wir gleich wirklich mal hier anständig Hallo sagen, ne? Wollen wir jetzt mal diesen Stream starten? Genau, also wir starten jetzt gleich. Moment, ich muss mal eben die Drohne zur Seite packen. So. Dann drehe ich mal die zweite Kamera um. Da sind wir doch. Moin, ihr Landratten! Moin. Herzlich willkommen bei Hamburg Hafen Live an diesem ja, durchaus Denkwürdigen. windigen Tag. Also er hatte wirklich schön sonnig angefangen. Ich habe schon wieder meine Downjacke Ja, rausgeholt. guck mich mal an, wie ich aussehe. Guckt euch das mal an hier mit Thermojacke, der Wintermantel, Mütze, alles dabei. Naja, ihr steht ja hier auch nicht, also es ist wirklich, Moinsen. Ja, ist wirklich gut windig. Also wir haben so Windstärke 5 bis 6. Das ist so Aber ein bisschen. gefühlt ist das 8 bis 9. Ja, Würde ich ganz sagen. genau. Ganz genau. Ja, wir erwarten heute die Maribo Maersk. Auf der Maribo Maersk ist der Michi drauf. Den hatten wir ja auch schon mal im Stream. Der Michi, der fliegt ja auch sehr, sehr viel Drohne. Wir haben auch auf jeden Fall seinen Instagram-Account haben wir verlinkt. Vielleicht können unsere Moderatoren auch noch mal den Link reinposten. Wir haben da einen neuen Chatbefehl an die Moderatoren, der heißt Ausrufezeichen Michi. Und, Ist auch so eine coole Socke, der Michi, ne? ja, und Michi hat gesagt, schaut ruhig bei ihm in die Stories rein, denn dann kriegt ihr das Ganze noch aus einer anderen Perspektive Ja. mit. Ich weiß nicht, ob er es live macht. Kann aber sein, dass er zumindest auf jeden Fall ein paar Stories raushaut. Also Maribo Maersk gehört zur Triple-E-Klasse von Maersk. Das waren, glaube ich, so die ersten 400 Meter Containerschiffe. Und
Ja, die sind, glaube ich, alle so Baujahr, müsste so um die 2013, 2014 sein. Gab, glaube ich, 10 Stück erste Generation, dann nochmal 10 Stück zweite Generation. Erste Generation hatte 18.000 irgendwas Toy, dann wurde die nochmal etwas erweitert mit über 19.000 Toy. Die zweite Generation hat dann auch ungefähr 1 Meter mehr Tiefgang. Ja, und auf dieser Maribo Mers, Triple E-Klasse, ganz charakteristisch mit 2 Schornsteinen, da warten wir gleich drauf. An was erinnert dich der Name immer, wenn du den Triple E oder Nee. was? Maribo. Haribo. Richtig. Haribo Hersk. Muss ich die ganze Zeit immer dran denken, wenn ich Haribo das jetzt höre. Hersk. Ja. Außerdem geht die Queen Mary raus. Im Vorprogramm haben wir noch die Costco Shipping Star. Und es geht, glaube ich, noch eine Evergreen raus, wenn die sich an die Zeiten halten, wenn sie die noch rauslassen. Kann natürlich auch sein, dass es... Wegen Wind, ne? Wobei der ja nachlassen soll, der Wind. Und die Hanseatic Spirit hatten wir auch schon, oder? Ja. Ich will jetzt mal eben nebenbei hier auf die... So, ich mache das mal Bild in Bild, damit wir auch so ein bisschen gucken können, was da hinten kommt. Ja, die Costco Antwerpen ist gerade rausgegangen. Die legen sie da hinten an die Pfähle wahrscheinlich, bis die anderen Großen durch sind. Ja, und was war das für ein Hafengeburtstag, Leute? Meine Güte. Also- Also wir sind immer noch nicht angekommen, ne? Nee. Also ich hatte auch echt so ein kleines Loch danach. Ja, das ist ja so, du hast total Power und auf einmal, wie jemand legt den Schalter um und dann ist weg. Das, Glaube ich, kann uns auch ausmachen. Dann. Jetzt hat man uns ja gesehen. Ja, das ist tatsächlich, ja, es ist wie so, man wacht montags auf und irgendwie, und jetzt? genau, und sagt sich, und was jetzt? Was kommt als nächstes? Ne? Aber es war natürlich richtig toll. Also ich muss sagen, wir sind so begeistert. Ich hab mir einen Teil der Streams selber nochmal angeguckt. Ich fand, das waren echt richtig tolle Bilder. Das hat so geknallt, das hat so einen Spaß gemacht alles. Also wir hatten, glaube ich, um die 350.000 Zuschauer am Wochenende. Das war echt völlig abgefahren. Wir hatten immer live dabei, immer zwischen 4.000 und 6.000, in der Spitze bis zu 13.000 Zuschauer. Also wir haben, glaube ich, über 1.500 Abonnenten dazu bekommen. Auf Twitch haben wir, glaube ich, auch 300 oder 400 Follower dazu bekommen. Und ihr habt uns so sensationell unterstützt bei der ganzen Geschichte, muss man sagen. Also ihr habt echt ordentlich Spenden rausgekloppt. Da nochmal ein ganz, ganz fettes Dankeschön für. Und auch natürlich an alle Besucher, die live dabei waren auf Ja. der Terrasse vom Gin Hotel. Das war mega, ne? Also es ist Ja. so eine tolle Location. Es hat so einen Spaß gemacht und man hat so viele nette Menschen kennengelernt. Ihr habt so tolle Sachen auch vorbeigebracht und man kann das auch immer dann vor Ort gar nicht so fassen, weil man ja auch irgendwie abliefern muss, ne? Man möchte sich mit den Leuten unterhalten. völlig unter Du Strom. hast den Livestream, dann passt da wieder irgendwas nicht und. Also du bist so völlig unter Strom und ich hoffe, wir haben das irgendwie so ganz gut transportiert auch und hatten auch ein bisschen Zeit für euch. Also wenn nicht, man kann halt irgendwie so nicht alles machen. Wir haben es halt probiert, wir haben ja auch probiert, irgendwie so das Team aufzustocken, irgendwie, dass möglichst viele dabei sind und ein bisschen helfen und haben die auch alle mega gemacht. Also vor dem Bildschirm, hinter dem Bildschirm, vor der Kamera, live dabei. Also das ist großartig. An einigen Stellen tat es mir auch leid. Also zum Beispiel der Rainer von Druckverlust, Thomas von Fluggesellschaft, die sind echt zu kurz gekommen. Ich fand das so toll, dass die beide da waren. Und es war aber die ganze Zeit so viel Action und dass ich das Gefühl hatte, dass wir denen gar nicht gerecht geworden sind. Naja, aber ich sag mal, bei Rainer fährst du irgendwann wieder mit. Und bei Thomas warst du ja auch am Montag und Ja. ihr habt ja auch irgendwie ein bisschen Schabernack gemacht, oder? Also Thomas ja, aber mit es ist seinen... halt so insgesamt, es ist schade. Es ist halt sehr, sehr viel. Ne? Ja, und Montag war dann erstmal so ein bisschen runterkommen. Da war ich noch kurz bei Thomas. Gestern war ich dann in Wilhelmshaven auf der Rotterdam Express. Mit dem Kapitän Rösler, bin ich damals auf der Valparaiso Express gefahren und der ist jetzt mit der Rotterdam Express frisch nach Wilhelmshaven gekommen. Neubau, wird dann demnächst in Rotterdam getauft. Und bevor ich nach Wilhelmshaven gefahren bin ich noch mal schnell in den DJI Store gehetzt, denn gestern ist die neue Drohne rausgekommen. Und Leute, Wollen wir noch mal warten, bis die Fähre ja, wir weg warten ist? mal, bis die Fähre weg ist. Ja, war gestern noch wieder viel los bei uns, ne? Ja. Guck mal, Schwester Hansen ist auch da.
Na, Diggi, hast du schon Gin auf oder was? Aber ich glaube, es geht jetzt mit der Lautstärke. Okay. Ja, und ich muss sagen, ich habe da ja die ganze Zeit schon von gesammelt, von der neuen Drohne. Vor allem halt, was mich in erster Linie gereizt hat, war dieser Zoom. Habt ihr ja eben schon mal so ein bisschen gesehen. War jetzt wirklich auch das erste Mal, dass ich es ausprobiert habe. Und dann kamen die gestern raus und dann dachte ich auch erst, boah, Junge. Ne, das Ding ist aber auch echt nicht ganz günstig. Aber da muss ich auch jetzt noch mal ein ganz, ganz fettes Dankeschön an euch. Also durch das Hafengeburtstag-Wochenende und dadurch, dass ihr wirklich rausgekloppt habt wie die Verrückten, habe ich dann gestern gesagt, komm, scheiß drauf. Das Ding muss her, es ist für den Kanal. Man lebt nur einmal. Und ich war, glaube ich, der erste Kunde. Ich habe die erste Drohne bekommen. Und bin dann halt gleich weiter nach Wilhelmshaven. Und das ist, ja, für alle, die sich da nicht so mit auskennen oder die das interessiert, das ist halt eine DJI Mavic 4 Pro. So nennt sich das Aber da kommt, der auch wieder, Gerät. da kommt auch wieder der Nerd raus, ne? Hauptsache, sie ist gerade mal verfügbar und schon ist sie hier am Start. Ja, ist so. Das ist so. Ja, hier ist auch gerade die Frage, wann ich mal wieder bei Rainer mitfahre. Ich weiß es noch nicht so genau. Ich werde das wahrscheinlich kurzfristig machen, weil Rainer ist ja, das Schöne ist, Rainer ist ja relativ berechenbar mit seinen Streams und der hat gesagt... Findest du? Okay, montags fängt er manchmal schon Mittag an. Aber Rainer hat gesagt, im Prinzip kann ich eine halbe Stunde vorher Bescheid sagen. Und ich muss einfach nur bei ihm auf dem Parkplatz stehen und dann kann ich mitfahren. Also ein Datum habe ich nicht für euch. Kann von heute auf morgen passieren. Ja. Ja, die Drohne hat natürlich so ein paar Vorteile. Ihr habt das schon gemerkt. Ich glaube, mit der anderen Drohne hätte ich schon so ein bisschen Bauchschmerzen gehabt bei dem Wind. Die andere, die vorher, diese Mini, die war bis 10 Meter pro Sekunde Wind spezifiziert. Die neue ist jetzt bis 12 Meter Wind spezifiziert. Und wir sind halt gerade so ein bisschen an der Grenze. Wir schwanken so ein bisschen zwischen 9,5 und 10,5 bis 11 Meter pro Sekunde. Zumindest was der Windmesser sagt. Es gibt ja hier ein Windmesser am Seemannshöft. Und das ist ja nicht weit von hier. Und da gucke ich halt immer drauf, wie stark der Wind ist. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, dass mit dem Wind die Flugzeit hat sich erhöht. Man kann deutlich länger in der Luft bleiben. Ja, sie ist schneller. Aber in erster Linie geht es halt um die Kamera. Ne? Dafür ist sie natürlich auch größer und schwerer. Und du brauchst dafür auf jeden Fall den großen Drohnenführerschein. Da ist nichts mehr mit klein und ohne Anmeldung und so weiter. Also du musst wirklich dann die Hosen runterlassen. Das Ding hat eine ID drin, das funkt die ganze Zeit. Du bekommst so eine ID vom Luftfahrtbundesamt und die sendet die Drohne die ganze Zeit und kann dann quasi von Land aus... Also du kannst da keinen Schabernack mit treiben. Die wissen ganz genau, was der hier getrieben hat damit. Ne? Da oben ist wieder der Ludolf unterwegs. Genau. Also du bist die ganze Zeit getrackt. Aber das hast du ja auch eigentlich ganz geschickt eingefädelt. Alles schon vorher erledigt, alles gemacht. Und ja, das hat mir auch Spaß gemacht. Also nochmal den großen Drohnenführerschein. Das ist ja auch kein Hexenwerk. Also da muss man ein bisschen was für lernen. Aber macht mir auch Spaß, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Ja, und jetzt gucken wir mal. Aber was ich eben gesehen habe, sah schon ganz gut aus. Und jetzt muss ich mich da so ein bisschen eingrooven in der Gerät. Frag doch sonst mal Schwester Hanse, die kennt sich eigentlich ganz gut aus mit Drohnen. Die könnte dir vielleicht noch was beibringen. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber gestern habe ich auch gehört, war von der Rotterdam noch war da die Vapo an Bord oder wer war da an Bord? Ne? Ja, das war so lustig. Und du hast Schwester Hanse nicht mitgenommen und das wird sie dir niemals in ihrem ganzen Leben verzeihen. Ich sag's dir. Ich war mit dem Kapitän verabredet und der war aber noch nicht ganz fertig. Der war halt noch mit der Wasserschutzpolizei zugange. Die haben dann noch irgendeinen Papierkram gemacht. Was ganz genau, weiß ich auch nicht. Und dann war aber Essenszeit. Oh, und die Polizisten haben halt mitgegessen. Und dann saßen wir da also, Captain, Chiefmate, dann der zweite Ingenieur, zwei von der Wasserschutzpolizei, die Frau vom Captain und ich. War eine nette Runde. Ja, oder? Das war eine wirklich nette Runde. Mensch, hätte ich das gewusst, ne? Ja. Und Schwester Hanse natürlich. Ja.
Ja, und die Rotterdam Express, ich glaube, die fährt erst nach Bremerhaven und dann fährt sie nach Rotterdam und wird, glaube ich, am 22. oder 23. getauft. Aber der Kapitän hat schon gesagt, ist gar nicht so viel Tamtam geplant. Er weiß nicht mal, ob die da groß jetzt mit Wasserfontäne empfangen werden, weil ich sag, hey Peter, die Rotterdam Express kommt nach Rotterdam, ja, und in Rotterdam sieht man das öfter mal, dass Containerschiffe da mit einer Fontäne empfangen werden. Hier in Hamburg sind sie da ja wirklich geizig, was das angeht. Aber er sagt, das kann sein, dass da jetzt nicht so wahnsinnig viel passiert. Ich bin die ganze Zeit schon am Überlegen, ob ich eventuell nach Rotterdam fahre dafür. Das wäre schon, glaube ich, eine ganz coole Geschichte. Aber der Kapitän, das ist auch echt so ein ganz cooler Typ, ne? Der ist richtig cool. Der hat auch ein richtig gutes Buch geschrieben. Aber ich glaube, das gibt einen zweiten es. Teil davon. Ja, aber das erste, habe ich mal geguckt, das gibt es leider irgendwie gar nicht mehr. Aber da hattest du ihn gestern nicht gefragt, ne? Hallo. Ist schon live? Ja, ist schon live. Ja, ihr müsst mal sehen, das erste Buch, was er geschrieben hat, war, wie hieß denn das? Irgendwas Luff und Lee in schwerer See, ne? Oder so ähnlich. Und das sind Geschichten von See. Das sind aber alles Geschichten, die er selber erlebt hat. Und das finde ich so cool. Und das sind im Prinzip so Kurzgeschichten. Ja. Das ist richtig cool. Das kann man Buch. auch gut lesen, weil man halt immer so eine Geschichte lesen kann und die Ja. hat dann auch wirklich ein Ende. Ne? Und was ich ja so cool fand, weil ich da gerade, das ist noch gar nicht so lange her, mal so eine Reportage drüber gesehen habe. Da war doch bei diesem Unfall von diesem Expeditionsschiff da irgendwo in der Südsee, da war er doch auch dabei, ne? Ja, genau. Ne, Also das der fand war, ich mega und der war auch interessant. damals auf der Bremen, wo die von der Monsterwelle getroffen Echt? wurde. Ja, Du, bis da war dahin der auch bin ich noch drauf. gar nicht gekommen in Das dem Buch, ist, ne? Also, und ich durfte damals ich war ja 2016 mit ihm auf der Valparaiso Express und da durfte ich seinen ersten Entwurf lesen. Das weiß ich noch. Und ich Ja. sag, das muss raus. Das Ja. sind so geile Geschichten. Und jetzt hat er einen zweiten Teil geschrieben. Der kommt dann demnächst irgendwann. Also cool. googelt das mal bitte. Es kann sein, dass es das nicht mehr so offiziell gibt. Nee, nur also noch ich hatte als- noch mal eins bekommen bei Amazon, aber danach habe ich das nicht mehr irgendwo gesehen, weil jemand wollte das noch haben. Sag ich guck mal, ich hatte das ja Okay. auch noch gerade mal besorgt, aber dann habe ich das auch selber nicht mehr gefunden. Da müssen wir ihn vielleicht auch sonst noch mal fragen, oder? Vielleicht hat er da ja irgendwie noch andere Infos, wo man das eventuell noch kriegen kann. Also es ist er richtig super. Ich habe ihn auf jeden Fall eingeladen. Ich habe gesagt, wenn das Buch raus ist, dann würde ich mich freuen, wenn er ins Stream kommt Oh ja, das ist und cool. vielleicht mal eine Geschichte so ein bisschen erzählt, Ja. so aus seiner Sicht. Und ich habe gesagt, dann mache ich auch super gerne Werbung für das Buch. Auf jeden Aber ist noch Fall. nicht, ist noch nicht im Druck oder so. Also alles noch so ein bisschen in Arbeit. Ja. Tobi, nein, die Drohne ist natürlich nicht wasserfest, deshalb fliegt sie ja auch. Also es ist kein U-Boot, es ist etwas, was fliegt, eine Drohne. Na? Also grundsätzlich ist es so, dass Drohnen und Regen, das verträgt sich nicht so wirklich gut. Also so ein bisschen Nieselregen geht, aber Regen läuft nicht so gut bei den Biestern. Ja, aber guck mal, was da hinten abgeht. Also das Erste, was da gleich kommt, ist die Cosco Shipping Star. Und da wir ja jetzt so wahnsinnig viel Drohnenflugzeit haben, können wir eigentlich wir brauchen einen Namen für die Drohne, finde ich. Ach, das müssen wir noch mal im Team überlegen. Ich finde, das ist so eine Teamentscheidung. Schwester Hansen kann die Drohne taufen. Wenn es schon mit der Schiffstaufe nichts wird. Mit Gin oder Prosecco? Guck mal, da von rechts geht es auch los mit Ah, die Schlepper die kommen. ganze Schlepperarmada kommt raus. Ja, sehr cool. Home point updated. Ja, geht richtig rund. Also Maribomers, die Cosco Shipping Star, dann die Queen Mary raus und dann bei dem Wind kann es natürlich sein, dass vielleicht der ein oder andere Schlepper extra noch
benötigt wird. Home point updated. So. Ach, guck mal. Magst du mal ein bisschen hier auf die große Kamera schauen? Ja, Dass wir da also einmal ein anscheinend Bild gibt haben. es das Buch doch noch bei Amazon. Also wie Gibt es gesagt, noch? letztens gab es das nicht. Also ich hatte ja auch noch eins besorgt. Und danach irgendwie, ja, aber es ist super, wenn es das noch gibt. Also wer da Bock drauf hat, das ist klasse. Kann ich echt nur empfehlen. So, jetzt können wir mal hier in die Luft gehen. So Schlebby Action hier. Direkt vom Bubendeiufer. Was kommt denn da nach rechter Hand? Da kommt dann noch ein Segler. Das müsste die Mare Frisium sein. Ohne Segel, naja, ist ja auch genug Wind. Aber eigentlich, wieso haben die denn gar kein Segel draußen? Fairplay 91 haben wir da. Muss doch mal irgendwie hin, sonst sehe ich nämlich hier gleich nichts mehr. Schalt mal um auf deine Kamera, auf die 1. Die 1? 1 bist du, genau. Ja. Boah, und jetzt kannst du noch mal auf die 3. Die 3? Ja, die obere 3, genau. Jetzt sehe ich aber nicht mal, was ich habe. So. Aber guck mal, was hier vor unserer Nase kommt. Oha, Das neue Lotsenboot. winken wir doch nochmal. Moinsen. Hamburg Pilot 3. Hallo. Moin, ihr Lieben. Sehr cool. Richtig cool. Ach, hier soll nochmal der Titel vom Buch angesagt werden. Vielleicht kann das ja auch einer von den Mods nochmal raus. Luft und Lee in schwerer See. so ähnlich. Ich guck- Ich meine, ich guck er heißt noch mal. in etwa so, ja. Warte mal, ich guck mal, ob ich das hier finde. Frank, die Reichweite von der Drohne, das sind ja immer so theoretische Werte, ne? Die sind also angegeben, ich glaube, bis 15 Kilometer unter absoluten Idealbedingungen. Aber ja, wenn die Verbindung abbricht, dann kommen die Biester von alleine nach Hause. Also das ist eigentlich wirklich mittlerweile sehr gut. Aber es ist ja so, hier in Deutschland, beziehungsweise in der sogenannten offenen Kategorie, ist nur sogenannter Sichtflug erlaubt. Das heißt, du musst die Drohne immer im Blick haben. Und das heißt, dann, da spielt das ganze Thema Reichweite dann eh keine große Rolle. Beziehungsweise man reizt es nicht aus. Ach hier, unsere lieben Hafenwichtel haben das schon alles rausgesucht. Ah, okay, Ach, ja, super, Dankeschön. das mache ich Danke. mir überhaupt Gedanken, oder? Also auf den zweiten Teil bin ich echt gespannt. Hier werden auch schon Vorschläge für die Drohne, für den Namen, werden hier schon eingereicht. Ja, wir werden das alles irgendwie mal in einen Topf schmeißen, oder? Ja. Hallo, moin. Moin! Ich komme gleich mal, ne?
Aber ich glaube, wir werden da schon einen lustigen, guten Namen finden. Oh, okay. Ja, okay, Spielerei. Ich weiß, das sind so Dinge, die sollte man nicht übertreiben. Kommst zurück? Nee, ich bin nur gerade, ich habe noch mal hier das Rollen. Aber ich weiß noch nicht, ob mir das wirklich gefällt im Livestream. Es ist so eine Spielerei. Aber das kannst du ja mit Schwester Hanse mal üben. Wenn keiner zuguckt, nehmt ihr euch einen schönen Gin mit. Ganz genau. Guckst du ein bisschen in den Chat? Also wir werden nachher Ja, so ein natürlich bisschen in den auch Chat noch mal- gucke ich. Wir werden nachher auch noch mal auf die ganzen Spenden eingehen und da noch mal Dankeschön sagen. Das haben wir ja jetzt so ein bisschen verlagert Guck mal, und es kommt- sagen, wir machen das etwas blockweise. Ich hoffe, das ist alles so ein bisschen in eurem Sinne. Es kommen ja auch schon die ersten Hotelbuchungen für den Hafengeburtstag nächstes Jahr rein. Oha. Ich glaube, nächstes Jahr nehmen wir uns auch ein Hotel, dann brauchen wir nicht nach Hause fahren. Oh, das wäre was. Sollen wir Ja, uns das- nicht nächstes Jahr im Gin-Hotel Das wäre doch so einquartieren? mega. Mit den Hunden dann. Ja, dann brauche ich aber noch einen Gassi-Geher, du. Oder einen Gassi-Trager. Was für ein Teil. Oh, stell dir mal vor, du brauchst dich da nur ins Bett fallen lassen. Das wäre doch herrlich. Ja. Ohne Fahren. Guck dir mal dieses Gewusel auf der Elbe an, diese ganzen Schlepper, die wir da haben. Wahnsinn, ne? Also das Bild ist jetzt aber richtig schön. Ich sehe das hier gefällt mir gerade auch bei richtig mir gut gerade mal. gerade. Das hat doch muss- so eine schöne Stimmung, oder? Ja, total, dieses Gegenlicht. Ja, richtig gut. Ja, und Mike macht den Vorschlag für die Drohne Seehund 1. Nee, ist klar. Ich habe eben auch Lufthansen gelesen. Oh, Lufthansen finde ich aber auch schon Lufthansen geil. ist ja super, ne? Oh, können die Mods nicht mal irgendwie die Namen alle irgendwo sich merken, irgendwo in ein paar Notizen hauen oder so? Das wäre schon richtig lustig. Also Lufthansen ist bei mir schon ganz weit oben. Kannst du mal mein Mikro muten oder das einmal? Ich wollte da einmal Hallo sagen. Ja, Moment, ich muss mal einmal kurz hier auf die andere Kamera. Ja. Ja, ich bin mehr oder weniger bloß die Begleitperson. Das ist die Schiffslehrerin. Also, da kommt die Costco Shipping Star. Ich meine, die hätte auch 400 Meter. Ist aber, glaube ich, schon etwas älter. Ne? Müsste wahrscheinlich so 58, 59 Meter breit sein. Da bin ich wieder. Können wir es auch erstmal so nehmen hier? So. – 400 Meter lang, 59 Meter breit. Danke, ihr Lieben. Was für eine Wuselei. Also ich finde, für die Bilder hat sich das echt schon gelohnt. Ich muss mal gucken, ob ich mich damit auch... Wolltest du schon einpacken? Nee, Nee, ne? ich will mal gucken, ob ich damit auch fotografieren kann. Ja, mach doch mal. Ich muss erstmal den Fotomodus finden. Also es hat sich auf jeden Fall schon angehört. Das dass hörte du- sich an wie ein Foto, oder? Ja. Aber der Wind ist schon biestig, findest du nicht?
Ja, der Wind ist in der Tat ein bisschen anstrengend. Elbmöwe habe ich hier gerade gelesen. Ja, und du hast natürlich gewisse Abstandsregeln. Also das Schöne ist, in Hamburg gibt es ja die Ausnahme, dass du über die Elbe fliegen darfst. Normalerweise ist das Fliegen über Bundeswasserstraßen verboten. In Hamburg ist es erlaubt, aber du musst halt gewisse Abstände zu Schiffen halten, darfst sie nicht überfliegen und so weiter und so fort. Und dafür ist natürlich dieser Zoom einfach sensationell, denn jetzt sieht das natürlich so aus, als ob ich wirklich nah dran bin. Wenn ich jetzt aber mal hier rausgehe aus dem Zoom, dann seht ihr, wo ich eigentlich wirklich bin mit der Drohne. Also es ist alles vom Flug her viel, viel sicherer, viel, viel entspannter. Du brauchst überhaupt keinen Quatsch machen, um geile Bilder zu bekommen. Du musst so lachen über Lufthansen. Lufthansen ist schon nicht schlecht, ne? Ich komme da nicht drüber weg, sorry Leute. Oh, das ist so absolut mein Humor. Diggi, was sagst du denn dazu? Jetzt geht, glaube ich, gleich der Schleppi dran, wenn ich das richtig sehe. Ah, das ist ja jetzt aber auch irgendwie so ein krasses Bild gerade, oder? Ja, ja, total. Also, hier wirklich live sieht das auch, also hier unten vom Anleger so Ja. komisch aus, ne? Drück mal die 3 bitte. Meine, oben oder unten? Oben. Im Hintergrund kommt Michi auch an. Ah, okay. Also nochmal der Hinweis. Die Costco Shipping Star, die geht ja durch zum Containerterminal Tollerort. Das heißt, die fährt hier nur an uns vorbei. Dahinter ist die Maribo Maersk mit Captain Michael Schindler, auch genannt einfach Captain Michi, den ihr ja auch schon aus 2, 3 Streams kennt, der selber auch sehr, sehr viel mit der Drohne fliegt. Und ja, der ist Kapitän auf der Maribo Maersk, kommt da also direkt im Hintergrund. Und ihr könnt gerne mal bei ihm in die Story gucken. Er hat gesagt, ich soll mal ruhig den Link zu seiner Story posten. Da filmt er auch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob er es auch live macht, aber da gibt es dann auf jeden Fall Behind the Scenes. Und ja, die Mods haben schon den Link zu Instagram gepostet. Ja, hast du was anderes erwartet? Ja, die Maschinen. Die Maschinen sind wieder in Arbeit. Guck mal, Thomas ist auch für Lufthansa. Ja, das war klar, ne? Das war klar. Und der Zoll soll wohl die Maribo immer noch verfolgen. Echt? Ja. Ich würde sagen, die haben die auf dem Schirm, oder nicht? Das kann sein. Da kommt das schöne neue Lotsenboot zurück. Sag mal, kannst du mir trotz Drohne dieses Mikro hier nochmal anpinnen? Ach so, Geht ja. das? Weil In der Hand halten ist in der doof, Hand ne? halten Mikro ist richtig blöd. Guck mal, die Haare darf ich aber nicht alle einklemmen. So. So, hast besser. Ja, da geht gerade der Schleppdraht dran. Auch immer beeindruckend.
Ich glaube, aus der Lufthansa-Nummer kommen wir nicht mehr raus. Aber da brauchen wir auch eine Flugnummer, oder? Eine Flugnummer und wir müssen noch eine anständige Taufe machen mit Fluggesellschaft, weil ohne geht ja nicht, ne? Kannst du da auch vom Flughafen zum Hafen fliegen mit der Drohne dann? Hier ist auch noch Belfluga, finde ich auch ganz cool. Boah, ich meine, wann haben wir das gesehen? Aus so einer Perspektive. Ist das geil? Boah, guck dir das mal an, Schatz. Guck dir das mal an. Ja, ich sehe das doch. Ja, das ist schon geil. Das ist echt Wahnsinn. Gerade jemand guckt selber irgendwie auf einmal, weil das neu ist. Ich bin völlig Man fasziniert. vergisst irgendwie, dass noch Leute dabei sind, die auch gucken. Die wollen ja auch unterhalten werden, oder? Sorry. Ich bin völlig fasziniert. Meinst du, du musst mal irgendwie hier dich alleine hinstellen und das mal alles ausprobieren? Nein, ich freue mich ja, wenn ich das auch den Zuschauern Ja, zeigen absolut. kann. Aber guck mal, jetzt kommt doch wieder ein bisschen die Sonne raus, ne? Ich mag das ja, wenn es so ein bisschen schunkelt, ne? Herrlich. Ich mag das auch, wenn die also zugucken, wenn die hinten die Leinen vorbereiten. Ja, und Michi ist auch nicht mehr so weit weg. Nee. Ui, jetzt haben wir hier aber ordentlich Welle. Halleluja. Ja, also, Aber es ist also eine die freundliche Wellen, Welle. ja, aber die sind heute schon irgendwie grenzwertig, finde ich, oder? Oh, guck mal, da hinten. Die schöne 63. Oh. Mensch, die haben aber alles an Schlappern heute aufgefahren, was geht, ne? Die Polizei ist auch schon da. Schwester Hansen, die Polizei Ups, ist sorry, da. sorry, ich habe gerade etwas wirr hier durch die Gegend geschwenkt. Bei so einer Flugnummer, ne? Wie viele Buchstaben haben die immer? Sag irgendwie mal Charlie, Das Tango, musst du, bla bla bla, das musst irgendwie du sowas. mal Sebastian Kolze oder Thomas fragen. Ich glaube, die haben immer 3 Buchstaben, kann das sein? Charlie, Tango, Echo oder wie sie auch immer heißen. Hotel Delta. Und da kommt Michi angeritten auf seiner Haribo Maersk. Haribo. Kriegen wir bestimmt Ärger, wenn wir das sagen.
63 ist aber auch so ein schöner Schlepper, Ja. oder? Warst du da eigentlich schon mal drauf? Nee, ich glaube nicht. Dem wird's ja mal Zeit, oder? Hallo. Hallo? So, ich glaube, ich sag hier noch mal kurz Hallo. Dann, Ja. Kannst du mal gleich noch mal das Mikro abmachen? Dann, Okay. wenn Michi gleich kommt, Ja, ist hier Action. da ist er schon im Hintergrund. So, da bin ich schon wieder. Okay. Ups. Hier war nochmal die Frage, wie die Bilder gemacht werden. Natürlich mit der Drohne sind wir heute Ohne unterwegs. sind wir- Ich überlege nur, ob ich gleich noch mal den Akku wechsle. Er hat zwar noch 50%, Ja, mach doch aber lieber. wenn Michi gleich kommt, dass wir dann auf jeden Fall genug Saft haben. Ja, hol doch runter den Vogel und wechsel lieber. Ja, Oder? ich warte erstmal darauf, dass die Fähre weg ist. Ja, mürrische Möwe ist für die Drohne auch eine lustige das Bezeichnung. Das stimmt. Landing. Wenn die zu dich kommt, brauchst du auch keinen Friseur mehr, ne? Das stimmt. Okay, kannst du mal gucken, dass hier die Kamera nicht, Ja. ich glaube, die rutscht immer so ein bisschen Und nach. kannst du mal kurz mein Mikro bitte einmal wieder Ja, festmachen? warte mal, ich muss die Kamera mal einmal kurz Ja? arretieren. Die rutscht nämlich immer so ein bisschen nach So. unten, wenn das Mikro Objektiv halt. so weit, Oh. so lang ist. Ja, ich mach das mal. Dann tausche ich kurz Akku. Da kommt er angefahren mit seinem Dampfer, der Michi. Wie lange war der jetzt auf See, weißt du das? Du, das weiß ich gar nicht. Ich wollte morgen mal zu ihm hin, aufs Schiff. Ach cool. Und mal gucken, ob ich dann ein bisschen was rausfinde. Wann willst du da hin? Weiß ich nicht, noch nicht, mittags oder so. Okay. Homepoint updated. Aber wir müssen ein bisschen weiter auseinander. Ja gut, das Problem haben wir leider immer. Ach so, man muss die Drohne auch einschalten. Oder? Naja, sollte man vielleicht machen, bevor sie Nee, startet, doch, hab oder? ich doch an. Profi-Tipp, oder wie war das noch? Ah, okay.
Takeoff. Home point updated. So. Okay. Müssen wir hier einmal schnell vorbei? Also mit weniger Wind finde ich aber nicht, dass sich das so anfühlt. Nee, ne? Nee. Ja, da kommt sie, die Maribo Maersk aus der sogenannten Triple E-Klasse. Sehr charakteristisch die zwei Schornsteine. Sie hat auch zwei Maschinen und dementsprechend natürlich auch zwei Propeller. Das hat man gemacht, weil das Ganze darauf optimiert ist, dass quasi die beiden Maschinen dann entsprechend langsamer laufen als halt Containerschiffe mit nur einem Festpropeller. Da laufen die dann entsprechend schneller. Und ja, davon hat man sich dann versprochen, dass man effizienter ist. Hat sich aber irgendwie so bei den anderen Reedereien dann nicht durchgesetzt. Also die Triple E-Klasse ist so die bekannteste. Ich weiß gar nicht, ob es noch großartig andere Reedereien gibt, beziehungsweise Schiffsbauer, die so ein Typschiff mit zwei Maschinen gebaut haben. Ja, Backgame sagt es auch nochmal, dass es bei Michi gerade auf dem Instagram-Account ein paar ganz nette Stories gibt. Also schaut da mal gerne rein. Ist ja aber irgendwie auch schon ganz cool, ne? Wenn so ein Schiff reinkommt und irgendwie man weiß, da ist jemand drauf, der jetzt ein bisschen länger mit dem Schiff unterwegs war. Ich finde das so es ist toll. irgendwie total cool. Das macht den Hafen ja auch irgendwie so nahbar, finde ich. Ne? Ja, ja, irgendwie, da also ist so es jemand ist- drauf, den man so kennt und der ja auch immer tolle Geschichten vom See so postet. Ne? Das finde ich echt klasse. Hier ist nochmal die Frage nach der Drohne. Ich würde mal sagen, wir machen da zum nächsten Mal irgendwie ein paar Infos, ne? Dass wir das auch immer so. Was war denn die rausfinden Frage? können. Ja, was für eine Drohne? Das ist die DJI Mavic 4.
Das Einzige, was nervig ist, dieses Piepen, das kann man nicht abschalten. Ich wollte, dass das alles lautlos ist, aber das geht nicht. Wenn man hier ein paar Knöpfe drückt. Da hinten ist die Costco Shipping Star. Die ist Richtung Container Terminal, toller Ort, legt da an. Und ja, wenn die fest ist, dann kann auch irgendwann die Queen Mary 2 da hinten raus. Deswegen ist sie heute auch später los, ne? Sollte die nicht eigentlich schon früher Ja, die Queen sollte um Mary? 19 Uhr raus, die Queen Mary 2. Die haben sie aber noch mal eine Stunde dann. Aber dann hat Michi gesagt, Zurückgeholt. Leute, ich muss hier mal rein mit meinem großen Dampfer. Muss hier mal vorbei, ja, ganz genau. Liebe Kreuzfahrtgäste, Ja. ihr habt jetzt noch eine Stunde Zeit, den schönen Hamburger Hafen zu genießen, aber ich muss hier erst mal vorbei. Sorry. Ich weiß gar nicht, ob man sie sehen kann hier. Doch, da hinten, da liegt sie, die Queen Mary 2. Oh, das Piepen nervt aber. Also ich habe schon die ganzen Menüs durchsucht zu Hause, wie man dieses Piepen abstellen kann. Also ich fürchte, ich muss diesen Controller aufschrauben und den Lautsprecher abklemmen. Ich habe echt keinen Menüpunkt gefunden, wo irgendwas in die Richtung machbar war. Naja, aber es ist ja auch nicht ganz so schlimm, wenn es bei dir ein bisschen piept. Also ich finde das jetzt nicht so schlimm. Mich nervt das. Digi, du stehst ja schön am Hafen, jetzt kommt hier Michi rein. Ist doch egal, ob es piept oder nicht, Na, so ein bisschen recht hast du ja. oder? So, wer findet Michi auf der Brücke? Wahrscheinlich steht er vorher in der Mitte, da wo schwarzer Hintergrund ist. Die Fähre möchte aber auch nicht weg. Naja, aber sie hat ja auf jeden Fall schon mal hier... Ah, das ist so ein kleiner Segler, kommt da noch. Vielleicht deswegen? Moin Michi! Moin!
Schön, dass du wieder hier bist. Welcome. Drückst du nochmal 3? Meine 3? Oben die 3. Ah, Michi lässt sich nicht lumpen. Guck mal hier, Fairplay 94. Juhu! Ups. Jetzt muss ich erstmal ein Foto machen von diesem Schiff, sonst habe ich nachher Auf jeden Fall. kein Vorschaubild. Ja, und da kommt auch schon die Fähre wieder. Ich glaube, Michi steht auf der Nock. Kann das sein? Steht er auf der Nock? Ja. Ich glaube ja. Müssen wir Geh mal gucken. ran. Mal gucken. Wo muss denn jetzt die Fähre kommen? Da, ja, ich weiß nicht, ob das Michi ist. Ah, guck mal, da kommt er gerade raus. Kann das sein? Ja, das ist, glaube ich, nicht Michi von der Silhouette. Okay. Ja, Nee, vielleicht der sehen wir ihn ja der gleich wird in noch. der Mitte sitzen. Da, Ja. Also noch ist ja kein Manöver. Ich denke mal, die sind jetzt alle noch in der Mitte. Ja, Direkt da. Und erst zum eigentlichen Anlegen, dann gehen die raus auf die Nock. und draußen? Steht da draußen irgendjemand? in der Nock? Kannst du da noch mal gucken? Nee, die Nock ist ja komplett überdacht. Ach so, okay. Oder irgendwo anders? Ich muss jetzt selber mal gucken. Ach, das ist er, glaube ich, oder? Das ist doch Michi. Da ist er doch, oder? Ist er, oder? Nee, nee, das ist er nicht, oder? Ah, Michi hat bestimmt Uniform an. So, Fähre, gib mal Volldampf hier. Wir haben noch Nein, was nicht, vor. nein, das ist er nicht. Ich glaube nicht, dass er das ist. Ah, guck mal, wir winken mal hier. Oder doch? Da steht doch jemand. Auf jeden Fall steht da jemand. Doch, das ist Michi. Doch, das ist er. Das ist er. Michi! Das ist er. Juhu! Da ist er doch. Ah, guck mal, da ist er doch. Michi! Ja, das ist sehr cool. Sehr cool. Boah. Jetzt geht er wieder rein.
Ja, Manöver fängt langsam an. Ja, da müssen wir auch arbeiten, ne? Ja, absolut. Und wir auch. Wir müssen auch arbeiten. So, erstmal Seit wann alles ist das denn ausrichten Arbeit hier. für dich? Ich dachte, das ist Vergnügen. Nein, das macht keinen Spaß, was wir hier tun. Ach was. Ist denn Michis Turn hier vorbei? Weißt du das? Geht der von Bord oder macht er noch eine Runde hinterher? Das Aber weiß das wirst ich du ja ehrlich gleich, gesagt das gar wirst du ja nicht. morgen erfahren, ne? Weiß ich gar nicht. Und da ist der Zoll, der Michi die ganze Zeit verfolgt. Ja. Meinst du, die schlagen jetzt im Hafen richtig zu? Dabei ist Michi doch so ein No Alcohol, No Cigarettes, No Drugs Typ. Die haben gesagt, so ein schönes Schiffchen, den begleiten wir hier mal einfach nach Hamburg. Ist wahrscheinlich, hatten die selbst was zu tun. Aber die Costco liegt da hinten auch noch quer. Ja. Weil die ist gleich, Die ist gleich drin. weg, ne? Ja.
Die Susanne schrieb hier nochmal, sie hatte von YouTube keine Benachrichtigung bekommen. Vielleicht musst du doch nochmal in deinen Einstellungen gucken, ob du tatsächlich auf diese Glocke aktiviert hast. Und für alle Ja. Benachrichtigungen. Weil, Oder halt WhatsApp. Ja, WhatsApp hat sie ja leider irgendwie verpasst. Das kann ja auch mal passieren. Ah, Das ist ja auch okay. nicht immer alles Alles mit. klar. Aber vielleicht hast du es auch alles. Manchmal klappt das ja bei YouTube auch nicht so gut. Aber guck doch nochmal, ob du da wirklich alles aktiviert hast. Weil eigentlich, finde ich, klappt das bei YouTube auch immer ganz gut. Ne? Ich krieg auch immer die Ich YouTube-Benachrichtigungen. kriege alle Benachrichtigungen von YouTube, die ich aktiviert habe. Aber das heißt ja nichts. Also es kann durchaus sein, dass du das genau so gemacht hast, wie man sollte und es trotzdem nicht bekommst. Also, aber schau doch vielleicht nochmal als kleinen Tipp. Ach, guck mal, Ute weiß ja immer besser Bescheid über Michi. Dankeschön. Sagt, er fährt noch bis Malaysia. Ah, okay. Ja, Ute hat immer die guten Infos. Da sind wir raus. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen, die kleine Show, Ute. Ich finde die Bilder gerade mega. Ich finde, das hat sich voll gelohnt. So eine Investition, die tut immer einmal richtig weh und danach hat man dann ein Dauergrinsen im Gesicht. Warte mal, wenn Schwester Hansen die Drohne erstmal in die Finger kriegt. Du weißt ja, die steht auch auf so Technik und große Sachen. Ne? Also dann kannst du sie, glaube ich, mit dieser kleinen, die wir noch haben, nicht begeistern hier mit diesem Bildschirm und den ganzen Tüdelüt, die da dran ist. Ist doch so, auch oder? super. Klein ist doch auch super. Kommt auch noch ein kleiner Segler. Ich glaube, das Zollboot hat aufgegeben. Meinst du? Ja, die haben ja auch gemerkt, der Michi ist ein ganz netter, den brauchen sie gar nicht zu kontrollieren. Da haben sie gedacht, Mensch, hier kommen noch so viele andere Schiffe, da gehen wir da mal an Bord, oder? Hier, Video Mustermann fragt, Tanja, wo ist der Eierlikör? Ja, das frage ich mich auch die ganze Zeit. So noch Profi-Tipp für Eierlikör von mir. Ihr tut den Eierlikör in so ein schönes Glas, stellt ihn in die Mikrowelle und dann macht ihr schön oben Sahne drauf. Bestes Getränk. Ja. Aber da kann man sich aber auch ganz übel aus dem Leben mitschießen. Jetzt kann man das Manöver auch mal viel besser beobachten mit den Schleppern. Also wenn ihr den Moderator in dieser blauen Jacke hier jetzt nicht mehr so viel reden hört, dann kommt es daher, weil der Nerd jetzt auch wieder rauskommt in ihn. Der könnte sich jetzt hier hinstellen und die ganze Zeit alles ausprobieren, ne? Ja, es normalisiert sich ja auch irgendwann. Ne? Irgendwann ist das Neue nicht mehr so neu und dann wird es normal. Und dann kann man sich auch wieder ein bisschen mehr auf die Moderation konzentrieren. Guck mal, jetzt sieht man auch sehr schön unten die beiden großen Ruderblätter. Michel in der Mitte. Ach, guck mal. Mensch, also Ach, dein moin. Timing mittlerweile ist ja irgendwie nicht ganz so richtig, ne? Nee, Also wirklich, Kam noch schon das wieder Büro nicht zu raus. spät. Du. Aber kommt ja noch ein bisschen was, ne? viel mehr wie war eigentlich geplant. Ja, ne? Jetzt hast du den Michi verpasst, da fährt er. Aber kannst noch mal winken.
ausgeflippt. Total utflippt. Total utflippt ist das. Oh, MacGame sagt, Ever Genius steht jetzt für 21 Uhr in der Liste. Ich glaube, die stand auch mal auf 20:30 Uhr oder so. Echt? Aber 21 Uhr ist ja auch alles im Rahmen des Möglichen, was wir eventuell mitnehmen. Du musstest gleich auch noch mal so ins Dokument gucken, da sind so ein paar Sachen drin. Aber ich glaube, Kannst du das auch vorlesen oder ja, die meisten Sachen haben wir jetzt hier schon. haben wir schon? Ja, da war jetzt einmal so laut gerade. Ja, wir müssen auch gleich noch mal die ganzen Ja. Spenden durchgehen. Krass, diese Akkulaufzeit. Sag mal, die will uns gerade richtig ärgern hier, kann das sein? Ja, das ist die Elbphilharmonie, die macht immer so einen Krach. Wer genau hinguckt, kann auf dem Bild jetzt auch die Queen Mary entdecken. So, also hier war auch noch ein guter Tipp, wie du das Piepen wegkriegst. Aber ich hatte gedacht, Ah, ich hatte okay. das schon gelesen. Lies doch mal vor. Ja, aber willst du das nicht zu Hause machen? So. Zweimal kurz von oben nach unten wischen am Bildschirm, dann taucht das Menü vom Controller auf und nach oben rechts, rechts kannst du dann stumm stumm. schalten. Ah, okay. Ja. Ich hatte Ach, gedacht- da muss ich. Ah, alles klar, ja. Ich hatte nur gedacht, das machst du in Ruhe zu Hause. Du hast ja genug zu tun hier, Doch. oder? Ach, ich muss den Controller, genau. Ich muss nicht in der DJI-App, sondern ich muss im Controller stumm schalten. Ja, das macht natürlich Sinn. Das macht Sinn. Danke, danke, danke. Also, das ist hoffentlich der letzte Stream mit Gepiepe. Also vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Infos. Ja, dickes Dankeschön Waren dann noch dafür. mal so ein paar Infos zu Michi, aber das haben wir jetzt schon alles irgendwie hier geklärt.
Und hier auch nochmal die Info, dass Michi seit Anfang April unterwegs ist. Ja, das weiß ich. Dann hat er ja auch Ach so, noch ein aber bisschen, ja, können wir ne? natürlich Genau. noch mal für alle sagen. Genau. Ne? Ja, Und ja. dann, na, guck mal, wenn er erst Anfang April unterwegs ist, dann hat er ja auch Ja. noch ein bisschen. Und hier ist nochmal die Frage, ist die Maribo Maersk die aktuell größte Maersk-Klasse? Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht. Also es gibt auf jeden Fall, also die Maribo gehört zur ersten Generation Triple E. Das heißt, die zweite Generation ist auf jeden Fall ein bisschen größer. Ich weiß gar nicht, ob Maersk auch die ganz großen 400-Meter-Schiffe mit über 20.000 Toy gebaut hat. Da muss ich jetzt ehrlich gesagt ein klein wenig passen. Ach, guck mal, da ist ja auch die 63 wieder. Aber vielleicht sollte der Zoll mal nach Sylt fahren. Da weißt du, was ich vorhin nämlich gehört habe? Dass seit Dezember letzten Jahres auf Sylt, Föhr und Amrum Kokain im Wert von über 10 Millionen Euro angespült wurde. Und Ja. die sind sich halt nicht sicher, wo das herkam. Ob das irgendwie so eine verkappte Übergabe war, was ins Wasser gefallen ist oder was auch immer. Aber es ist doch absurd, oder? Ich meine, Absolut. Absolut. zu Sylt wird es ja vielleicht ein bisschen Ja. passen, aber das denkt man doch gar nicht, ne? Also, wo kommt das her? Und ich meine, das ist ja nicht wenig. Überleg dir mal den Straßenverkaufswert an. Von über 10 Millionen Euro. Wahrscheinlich fahren sie jetzt alle nach Sylt und sammeln das ein. Leute, das ist gefährlich. Das ist irgendwie strafbar. Also nicht nachmachen. So, ich muss einmal zurückfliegen und dann Akku gleich für die Queen Mary klar machen. Guck mal, Schwester Hansen kriegt schon Eierlikör-Nachschub vom Ja, die Whiskyhasen. soll mal Eierlikör hier hinbringen, Schwester Oh, Hansen. das wäre jetzt doch was. Du musst noch fahren. Martin, Vorsicht einmal. Achtung! Landing. Der Gratis-Friseur kommt wieder, Genau. oder? Erstmal, ach, René ist auch da, moin. So, erstmal Drohne weg und hier ein bisschen. Drohne weg, bisschen Genau. moderieren und wir würden, glaube ich, doch jetzt mal so eine kleine Runde Danksagung machen. Ja, Was hältst genau, du denn das, davon? Hau da raus. Na, Weil- bevor die Queen Mary kommt. Genau, in Ja, alter Paddy Paddy Shopping- Thomas Heck. Shopping-Kanal Manier haut er das jetzt raus. Ja, Leute, ihr seid aber auch wirklich sensationell. Ihr seid wirklich der absolute Knaller. Ich muss erstmal den Anfang finden hier von dieser Liste.
Wo ging denn das hier eigentlich los? Hier. Und zwar mit Seren. 2 Monate auf Twitch. Der Friesenjunge auch 2 Monate dabei. Captain Grabak 10 Monate. Simon ist seit 2 Monaten dabei. Alle bei Twitch. Danny Becker aus Wasserburg. 2 Euro. Lamayana lässt 100 Bits da. Hertos 100 Bits. Oh nee, jetzt ist das verrutscht hier. Bei Hertos war es. Ja, bei Hertos. Aber wie kann ich das denn hier eigentlich... So, auf Pause. Ah, ich kann hier auf Pause stellen. Okay. Dann geht das gleich nochmal von vorne los. Wo waren wir denn hier mit? Oh, das ist so doof, wenn der einmal in der Zeile verspringt. Hertos mit 100 Bits. Torben ist seit 2 Monaten da. Das gibt's doch nicht. Jetzt ist der schon wieder in der Zeile verrutscht. Ich krieg einen Anfall hier. So nicht, meine Lieben. So nicht, meine Lieben. So nicht. Torben ist seit 2 Monaten dabei. Dave, 15 Monate. Dann haben wir Montafon mit einer verschenkten Mitgliedschaft. Carpit, 100 Bits. Yogi ist neu auf Twitch dabei mit einem Sub. Fanta Orange, 9 Monate mit dem Prime-Sub dabei. Arne, ein neues Mitglied auf dem Fischmarkt. Kirkel ist da, 14 Monate. Schwarzbart Jürgen ist 9 Monate auf Twitch schon dabei. Der Mike mit 2,49. Kugelblitz, 12 Monate dabei. Dann, ey, das gibt's doch nicht. Jedes Mal springt der hier, wenn irgendwas... Was ist denn los hier mit meiner Anzeige? Vielleicht, wenn was Neues dazukommt? Ja, wenn was Neues dazukommt, aber eigentlich stoppt der. Die Drohne hat es Eigentlich zerstört. stoppt Beim Kugelblitz der. war es so. Ja, ich weiß. Ich weiß. Mann. Dauert auch immer, bis ich die Stelle wieder finde. Also der Moderator. Der Kugelblitz seit 12 Monaten. Ja, dann Hansi 2,49. Funfair ist seit 10 Monaten dabei. Der Sven mit 50 Euro. Postbüttel hat sein 2-jähriges voll gemacht. Mensch. Chrissy 2 Euro. Andreas mit 5 Euro. Chase Boshuisen verschenkt eine Mitgliedschaft. Der Detlef ist seit 15 Monaten dabei. Male 5 Euro. Superchat. Guido 2,49. Andreas Westphal ist auch wieder zu Hause angekommen und lässt 5. Das gibt's nicht. Ich habe eine 5 gesehen. Ich glaube 5 Euro waren es, ne? Hessenblitz. Andreas Westphal, 5 Euro. Dann der Ritter der Bockwurst. Eine verschenkte Mitgliedschaft. Frank Borchardt ist seit 21 Monaten dabei. André, 2 Euro Superchat. Erasme, 50 Euro per PayPal. Der Bergi Tobi, 400 Bits. Matze mit 2 Euro Superchat. Matze war das mit Lufthansen übrigens. Der Whiskyhase, 11 Monate dabei. Mike Fassbender, 2,49. Udo, 2 Euro. Steven, 12 Monate. Martin, 5 Monate. Olaf, 4 Monate. Merdiana, 2 Euro Superchat. Der Dirk, 5 Euro Superchat. Hessenblitz, 9 Monate schon dabei. Unser Kölner Kai lässt 10 Euro Superchat da. Sascha Riedel lässt Sascha Riedel 11,99. Frankie 72 mit 5,99. Dann haben wir den Ulrich mit einer verschenkten Mitgliedschaft. Finn, 9 Monate dabei. Future Lady, 7 Monate. Jürgen, 2 Euro. Future Lady nochmal 200 Bits. Ute, 15 Monate schon. Angelika, 10 Monate. Ela, 15 Monate dabei. René, 19 Monate. Rosti, die alte Semin. 7 Monate auf Twitch. Der Whiskyhase mit 10 Euro Superchat. Hessenblitz verschenkt 5 Mitgliedschaften. Der Nordlich lässt 10 Euro da. Andreas Westphal nochmal 5 Mitgliedschaften. Thomas Dürselitten, 18 Monate. Julchen, auch 2 Jahre dabei. Mensch, Julchen, 2 Jahre. Joachim, 2 Euro Superchat. Dann der, schon wieder gesprungen. Joachim, 2 Euro Superchat. Stefan Schmidt, auch seit 2 Jahren dabei. Jan Lück ist 2 Monate dabei. Sein Möwe scheiß drauf, 11,99. Und der Andreas Rath ist jetzt neu auf dem Fischmarkt dabei. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Ein ganz, ganz fettes Dankeschön. Und der Joachim? So, ich hoffe, dass ich jetzt nicht durch dieses ganze Hin- und Herspringen jemanden vergessen habe. Das würde mir
Das tut mir dann ganz, ganz doll leid, ist aber keine Absicht. Schlepper ist da schon dran? Okay. Und Joachim fragt, ob der Klötenkühm schon vernichtet ist. Nee, der wartet noch auf Schwester Hansen. Ich habe ja aber Angst, wenn sie den trinkt, dass sie nicht mehr fahren kann. Das Dilemma hatten wir doch schon mal, oder? Oh, sag mal, das wird aber hier langsam auch eisig. Ne? Ja. Ich muss nur mal Also, meine Mütze über den Kopf Was ziehen. ist denn hier heute? Da muss ich ja richtig mal eine Runde Mimimi machen. Da mache ich doch eine Runde Mimimi. Ein Glück habe ich noch eine Kapuze, sag ich dir. Ja, jetzt warten wir auf die Queen Mary. Ja, in Hamburg kommen die Eisheiligen. Die sind aber heute gerade eingetroffen, würde ich mal sagen, oder? Gerade noch eine Ladegeschichte hier anschließen. Und dann kommen wir mal zur Queen Mary. Bevor wir wieder in die Luft gehen, habe ich ja vielleicht noch die ein oder andere Info dazu. Wobei zur Queen Mary muss man ja nicht so wahnsinnig viel sagen. Die meisten von euch kennen sie ja wirklich sehr gut. Die ist ja 345 Meter lang, 41 Meter breit. Sie ist vom Kiel bis nach oben, ist sie übrigens 70 Meter hoch. Das ist ordentlich. Und sie ist 45 Meter länger als der Eiffelturm. Gebaut ist sie für etwa 2600 Passagiere und 1250 Besatzungsmitglieder. Ihre Reisegeschwindigkeit beträgt ca. 26 Knoten. Und eine Überfahrt über den Atlantik mit der Queen Mary 2 dauert planmäßig 6 Tage. Geplant wurde die Queen Mary, also Queen Mary 2, für eine Dienstzeit von 40 Jahren. Sie ist ja jetzt 20 Jahre bzw. 21 Jahre. Letztes Jahr hatte sie ja 20-jähriges Hamburg-Jubiläum. Ja, und kostete insgesamt 870 Millionen Euro. Ich habe mir sagen lassen, dafür bekommt man noch 4 A380. Oh, das lässt Thomas bloß nicht hören, du. Und die 4 A380, die befeuern dann übrigens 2000 Passagiere mit nur 88 Crewmitgliedern in 7 Stunden über den Atlantik. Mensch, du. Na, also so viel dann mal zu entschleunigt Reisen. Ja, früher war halt das Schiff Mittel zum Zweck. Da war das im Prinzip einfach dazu da, um überzufahren. Ach was. Und heute ist das natürlich, ja, heute ist halt, wie sagt man so schön, der Weg das Ziel. Ja, früher war es einfach nur Hauptsache irgendwie über den Atlantik kommen. Und heute ist es halt Reisen mit Stil. Cunard wurde übrigens 1840 gegründet und hat seitdem etwa 250 Schiffe gebaut. Und Cunard ist auch die letzte Reederei, die in dem Sinne Passagen anbietet. Also Passagen über den Atlantik, halt von Southampton nach New York. Alles andere fällt halt mittlerweile ja, unter das Thema Kreuzfahrten. Und die Queen Mary 2 ist halt so der letzte Transatlantic-Liner, wurde damals 1998 angekündigt. Und das war nur eine Woche, nachdem Cunard von Carnival gekauft wurde. Eine Woche später haben sie den Bau der Queen Mary 2 angekündigt, mit der Anforderung, ein atlantiktaugliches Kreuzfahrtschiff zu bauen. Schnell, stabil und auch sturmfest. Gebaut wurde die Queen Mary dann in Frankreich auf der Werft Chantier de l'Atlantique. Kurioserweise ist das die Werft des ehemaligen Rivalen Compagnie Générale Transatlantique, mit der Cunard damals um das blaue Band konkurriert hat.
Also die haben zum Beispiel die Normandie gebaut und die erste Queen Mary, die hat sich mit der Normandie um das blaue Band ein Duell geliefert. Ja, technisch gesehen hat sie, ja, war eins so der frühen ersten Schiffe aus diesem, ja, sagen wir mal Kreuzfahrtsegment mit Azipods, diese Mermaid-Gondeln. Davon hat sie insgesamt 4 Stück, 4 Propellergondeln. Davon sind 2 um 360 Grad drehbar. Sie hat ein paar Besonderheiten. Man sieht zum Beispiel vorne am Bug einen riesigen Wellenbrecher. Dieser Wellenbrecher ist dazu da, um die Wellen zu brechen. Haha. Nein, aber die Anforderung war, dass das Schiff einen Großteil Balkonkabinen hat. Und deshalb musste man halt auch gegen die Riesenwellen im Atlantik irgendetwas tun, damit die Wellen vorne auch an den Passagierkabinen im vorderen Teil des Schiffes vorbeigeleitet werden. Deshalb wurde das Schiff auch etwas höher gebaut. Die Queen Elizabeth II., die hat eine Brücke, die etwa 35 Meter hoch ist. Und die wurde 1995 von einer Monsterwelle getroffen und dabei stark verwüstet. Und dann hat man gesagt, okay, wenn wir jetzt nochmal so ein Schiff bauen, dann müssen wir das ein bisschen höher machen, in der Hoffnung, dass die Monsterwelle nicht ganz so hoch ist und die Brücke da drüber steht. Auch die Rettungsboote haben eine besondere Position. Normalerweise müssen Rettungsboote oder ja, sagt man, sollen die maximal 15 Meter hoch angebracht sein. Es gibt da so eine Vorschrift, in so und so viel Minuten oder Stunden müssen quasi alle Passagiere die Rettungsboote erreicht haben. Aber man hat halt gesagt, okay, wenn dieses Schiff über den Atlantik fährt und da wirklich mit riesigen Wellen zu kämpfen hat, dann möchten wir die Rettungsboote etwas höher anbringen. Und die sind halt bei der Queen Mary 28 Meter über dem Wasser angebracht. Und dafür brauchten sie damals eine Sondergenehmigung. Vielleicht noch ein kleiner Funfact, den viele von euch natürlich kennen. Das Horn oder eins der Hörner, genau genommen hat sie ja mehrere, wiegt 650 Kilo, ist 2,15 Meter lang und aus der alten Queen Mary ausgebaut. Also eins dieser Hörner, ich glaube, sie hat 4 insgesamt. Ja, das mal so als kleine Faktenrunde zum Thema Queen Mary II. War ganz interessant. Ich hatte mal ein bisschen gelesen und ein bisschen recherchiert und da findet man dann doch so das ein oder andere. Ich hoffe, das passte alles. Ansonsten müsst ihr mich da gerne ein bisschen korrigieren. Aber es gab doch auch diese coole Reise mit der Queen Mary. Ne? Wenn die diese große Reise mit den 3 Schiffen machen, kann man doch relativ günstig von Southampton nach Hamburg fahren. Und das Ja. müsst ihr irgendwie mal ein bisschen googeln. Das ist immer, wenn die 3 Schiffe sich doch treffen in Southampton. Ich glaube, das ist immer vor der Weltreise von einem der Schiffe. Genau. Und im Prinzip kommt ja die Queen Mary dann und holt in Hamburg Gäste ab, die sie dann nach Southampton wieder bringt von Hamburg, die sich dann auch wieder auf die Schiffe verteilen. Und das ist ja im Prinzip, ich nenne es mal keine Leerfahrt, aber da fahren ja halt nicht so viele Leute nach Hamburg mit, weil da die Reise ja nicht losgeht. Und ich glaube, das machen viele Engländer, die das zum Beispiel nutzen, also das hatte ich mal gelesen, die dann sozusagen den Trip nach Hamburg machen, hier so ein bisschen Aufenthalt haben und dann wieder zurückfahren. Aber man kann das eben auch One-Way machen von Southampton nach Hamburg. Also hat man so eine Mini-Kreuzfahrt mit der Queen Mary Das ist dann für im Prinzip nur eine Nacht oder maximal ja, 2. oder 2. Ne? Aber da kriegst du wohl schon eine relativ gute Kabine für relativ schmales Geld. Okay. Für die Engländer natürlich praktisch. Für die Engländer ist das super. Aber ich bin einmal mit der Queen Mary gefahren, wenn man da Bock drauf hat. Ich meine, theoretisch kannst du da ja das auch hat schon was. so eine kleine England-Reise draus machen. Kannst vielleicht vorher noch London machen, wenn du irgendwie ein paar Tage Zeit hast. Dann Southampton und mit dem Schiff geht's wieder zurück. Kann man machen. Also Queen Mary hätte ich auch mal Bock drauf. Ja, können wir mal als Teamausflug machen. Was haltet ihr denn davon? Hier, ihr Hafenwichtel, alle mal auf die Queen Mary. Schwester Hansen auf der Digi, Queen denn wir Mary. beide noch schön in London. Du weißt ja, was wir da machen, ne? Ja. Hast du gesehen, die Brigitte ist auch da. Wo ist sie denn? Ja, Brigitte habe ich eben Brigitte, ich hab wo sie willst du gesehen. hin? Moin, Moin. hallo. Ich habe sie Wo eben willst du gesehen, hin? die Brigitte. Ja, die Queen Mary II wurde auch
deutlich stärker als andere Schiffe gebaut. Also sind, Bevor du wieder, wo willst du denn hin? Da oben, du musst doch mal der Hallo Rumpf sagen. ist stärker, es gibt viel mehr ich Hallo sagen? Spanten. Und ich glaube, der Stahl, es ist alles dicker, massiver. Hallo Brigitte. Hallo? Bevor Brigitte sich hier verpieselt, willst du da oben in den Busch oder wo willst du hin? Nein, ich wollte nicht in den Busch. Wo willst ich, du muss, denn? ich muss nicht pullern. Nee, Nein. aber was willst du denn da oben? Suchst du wollte- neue Steine Ich oder? wollte 2 kleine Steine auslegen. Die willst du auslegen? Ja, das ist so Elbstones und so. Dann kann man die suchen und wenn man die gefunden hat, dann kann man die da bei Elbstone-Gruppe. Oh, warte mal, Zeig doch mal, genau. das zeigen wir mal. Ja. Sekunde, ich muss mal die eine Kamera hier. Meine AIDA-Steine habe ich nicht mit. Nein, die gibst du auch nicht wieder her, Die gebe oder? ich nicht wieder Hast du die auch gefunden? Nee, die hat mir meine mal. Freundin, die Steine malt, die hat sie ausgelegt, die habe So. ich gefunden. Also da ist die Brigitte. Hallo. Und was sind das für Steine? Das sind Achso, hast du die bemalt? Nee, ich kann nicht so toll malen. Meine Okay. Freundin Marie bemalt sie und legt sie dann immer aus. Und dann gibt es Ist das sowas ähnliches wie so ein Geocache? fast, nur dass Fast. man die findet, entweder behält man sie oder man legt sie nur wieder neu aus und postet sie bei Elbstone. Und wo legst du die jetzt aus? Ein schönes Plätzchen, wo sie aufs Wasser gucken können. Also das heißt, man muss die wirklich durch Zufall finden? Ja, also es gibt genau. ja jetzt keinen Hinweis wie bei einem Geocache, da gibt es ja Nein, klarer hier einen definitiv Hinweis. nicht. Aber jetzt wissen die Leute ja ungefähr, wo sie gucken können. Das ist gar nicht schlecht. Also wenn ihr diese schönen Steinchen suchen wollt, Brigitte legt sie jetzt aus. Ich lege sie jetzt aus und komme nochmal wieder runter. Ja, das ist schön. Ja, dann mal viel Spaß, ne? Sollen wir sie jetzt filmen? Nein, ne? Nein. Das wäre unfair. Ja, die waren aber ganz schön bemalt, die Ja, Steine, finde ich auch fand richtig süß. Ja, auf jeden Fall. Ach, das ist eine ganz tolle Idee, finde ich irgendwie, ne? Tut sich denn eigentlich bei der Queen Mary 2 schon etwas? Ich habe noch nichts gesehen. Ich guck mal auf den Wesselfinder gerade. Guck mal, hatten wir das jetzt hier schon mit den Maersk-Schiffen? MacGame hat nochmal nachgeguckt und er meint, laut Wikipedia sind das die größten Maersk-Schiffe. Ich danke dir vielmals. Ich glaube, es... tut sich da was bei Queen Mary? Wesselfinder? Tschüss, ihr beiden. Schön, dass ihr da wart. Es ist kalt, ne? Langsam ja. Die Sonne Ja, ist ja kann auch ich wenn wir noch- verstehen. AIDA ist am Sehen. Ja, das ist gut. Lieber zu Hause auf der Couch. Das kann ich verstehen. Deswegen stehen wir ja hier, ne? Tschüss, ihr beiden. Kommt gut. Ja, Ins also Hotel. noch tut sich nichts Tschüss. bei der Queen Mary 2. Ich glaube, Malte ist auch da. Kann das sein? Ich weiß gar nicht, ob ich den Malte, mal gesehen moin. habe, oder? Also falls du da bist oder da warst, sagen wir mal Moin. Ja. René meint, ich soll mal mit der Drohne nachschauen. Ja, wenn die gleich losfährt, dann lasse ich die steigen. Nicht, dass ich zwischendurch noch mal landen muss. Ich muss noch ein bisschen Gefühl bekommen für die Akkuleistung, aber das war eben schon ganz cool. Also der hat echt lange gehalten. Also es ist noch nicht- Rastonno meint nochmal, die zweite Generation hat über 20.000 heute. Also ich hatte 19.000 irgendwas gelesen, aber ja, nagelt mich nicht drauf fest. Vielleicht haben sie auch über 20.000, die zweite Generation der Triple-E-Klasse. Das kann ich euch nicht hundertprozentig sagen. Ich google mir das auch alles zusammen und suche Wikipedia und so. Es ist aber halt auch so, dass teilweise natürlich die Wikipedia-Artikel dann älter sind, nicht wieder gepflegt wurden und dann gab es doch noch mal irgendwie bei den Schiffen eine Überarbeitung und ähnliches. Ja, und dann haben sie plötzlich ein paar mehr Toy und sowas wird dann teilweise gar nicht mehr eingepflegt bei Wikipedia. Aber 19.000 oder 20.000 Toy. Mann, oh Mann. Auf jeden Fall viel.
So, bevor das gleich wieder so viel wird, nochmal hier an den Thomas. 18 Monate dabei. Julchen hatte ich, glaube ich, auch schon 2 Jahre. Joachim hatten wir mit 2 Euro Superchat. Stefan auch 2 Jahre dabei. Jean-Luc 2 Monate auf der Speierstadt. Guck mal, die Steffi ist da. Seien wir Bescheid drauf. 11,99. Der Andreas ist neu auf dem Fischmarkt dabei. Moni, 13 Monate. Sei mir Bescheid drauf, auch 10 Monate auf Twitch schon dabei. Christa Hartmann ist da, 15 Monate. Richard S. seit 17 Monaten. Fritz aus dem Teutoburger Wald. Och, herrje, erschreck mich doch nicht so, Mensch. Mann, oh Mann, Wer oh war Mann. denn das? Wer war das? Dominik war das, oder? Dominik? Ich glaube, das war Dominik. Ich glaube, Das das werden war wir gleich Dominik. wissen. Ja, Fritz aus dem Teutoburger Wald, 15 Monate. Fritz aus dem Teutoburger Wald ist auf jeden Fall, klingt auf jeden Fall lustig. Dann der Frank Schulze, seit 2 Monaten. Graue Kater lässt 2 Euro Superchat da. Captain Kuddel, herzlich willkommen, ein neues Fischmarktmitglied. Und der Lou lässt 5 Euro per PayPal da. Spendengrüße für Oma Helga aus Salzburg, die seit Monaten gerne zuschaut. Ja, liebe Grüße an Oma Helga. Ne? Und der Frank lässt nochmal 5,99 da. Natürlich war es Dominik. Wer soll es auch sonst Das gewesen war doch, sein? ich habe mich echt erschrocken Ja. ein bisschen. Sehr lustig. Das ist der Einzige, der sich mit einer Fähre anschleichen Ja. kann, weil der hat halt immer, der fährt halt so langsam, der schläft halt fast dabei ein. Ja. So, die ersten schreiben im Chat, dass die Queen Mary 2 ablegt. Dann können wir ja gleich wieder starten, oder? Dann können wir uns das ja mal, können wir mal gucken, wie weit wir da mit der Drohne so hinkommen. Aber wer hat denn das gute Wetter hier abbestellt? Oh, das ist ja echt kalt. Es ist ja schon wieder hier, wie heißt das, was ich immer esse? Wintermodus. Ofenkäse. Ja. Schon wieder Ofenkäsezeit. So, bitte einmal gleich Vorsicht. Was ist das? Home point updated. Take off. Home point updated. Der hat's richtig gemacht. Wer ist denn da drauf? Wer ist das denn? Hallöchen! Hier ist wieder was los. Ups, oh. Ein bisschen nervöses Bild gerade. So, jetzt will ich aber mal die Queen Mary 2 suchen. Ach, viel interessanter als die Queen Mary 2. Guck mal, Michi ist ja auch noch am Einparken da hinten. Oh ja. Das ist ja bildmäßig noch mal viel spannender. Mensch, habe ich ja gar nicht dran gedacht, dass wir da jetzt auch hingucken können. Oh, wie cool ist das denn jetzt? Das ist ein schönes Bild, oder? Vor allem, guck dir mal die Farben an. Blau, Grün und Pink. Magenta oder was auch immer die Farbe bedeuten mag. Mal schauen, ob wir die Queen Mary 2 finden. Da ist sie doch.
Ach, da können wir ja eigentlich noch einen Moment hier nach Waltershof schauen, oder? Also ich finde diese Perspektive sehr schön, muss ich ja sagen. Sieht man auch erstmal, wie grün das da ist, ne? Sieht ja ein bisschen aus wie Urwald. Brauchst du dich gar nicht mehr nach Waltershof zu stellen, wenn du die Schiffe machen Nee. willst. Kannst du hier bleiben und dann hast du auch gleich den Blick. Der Lunderjet kommt auch noch, ist bei Airbus. Okay. Ach, den kann man da hinten schon sehen. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt den Zoom eingeschaltet habe und mit Vollgas die Drohne drehe? Ja, probier es doch nicht aus, sondern Dann wird allen Zuschauern schlecht. lass es doch lieber. Es juckt aber. Es juckt ein bisschen. Ist das cool. Hoffentlich regnet das gleich nicht noch. Das sieht so komisch aus. Kannst du sehen, wie lange die Bahn gebraucht hat hierher? Was? Kannst du sehen, wie lange die Bahn gebraucht hat hierher? Ja, bis Harburg ging es eigentlich. Doch, da hat es ein halbes Jahr gedauert. Ja, also Ja, ich glaube, die One legt erst irgendwie so kurz vor Mitternacht ab. Guck mal, der Chat schreibt einfach mal testen. Ja, soll ich das mal machen? Einfach mal eine 180-Grad-Drehung. Ach, das hält sich ja in Grenzen. Ist ja Das nicht so hätte ich jetzt schlimm. aber auch schlimmer gedacht. Das ist ja aber nicht so schlimm, als wenn ich das mit dem Stativ mache. Der ist aber auch noch weit weg, der Halunkenjet. Was kommt denn da eigentlich? Ah nee, das ist durchgefahren eben. Ja, da sehen wir die Queen Mary 2, aber die braucht noch so einen kleinen Moment. Also selbst aus der Luft kann man die nicht so wirklich gut erkennen. Also kommt denn nach der Queen Mary noch irgendwas, was man... Also die Evergreen soll, glaube ich, noch rausgehen. Müssen wir mal schauen, wie das zeitlich aussieht. Das ist echt ein bisschen frisch. Also wirklich frisch. Also ich weiß nicht, ob das aktuell ist hier. Ich weiß nicht, ob das hier... Ja, die war, glaube ich, irgendwie für 20:30 Uhr oder 21 Uhr angekündigt. Die Ever Genius ist das. Ja, Michi hat gleich eingeparkt. Ist echt ein schönes Bild, ne? Mit den Bäumen ich im find das auch Vordergrund. super. Also Das gefällt mir wirklich gut. Das nochmal bei tollem Licht. Also Licht hatte ich ja heute ehrlich gesagt auch besser erwartet. Ja, die Santos Express ist auch unterwegs, richtig. Da ist der Marius an Bord. Aber der geht leider morgen schon von Bord. Ich krieg's leider nicht hin,
Er hatte auch gefragt, ob ich ihn besuchen komme. Mann, ich wäre so gerne an Bord von der Santos noch gegangen, aber Wann ist das? ja, der ist morgen um 14 Uhr, haut der schon ab und ich wollte ja noch zu Michi. Und wenn du ganz früh dahin gehst? Ich habe morgen einen Termin. Stimmt. Das ist schlecht. Aber wenn der nicht so lange geht, kannst du noch beides schaffen. Laut Segelliste 21 Uhr. Früher konnte man, hier seht ihr einmal den Radarturm auf der linken Seite und dann seht ihr dieses Leuchtfeuer, dieses rot-weißen Turm. Da konnte man früher hin, konnte man legal hin. Leider ist das jetzt alles, ich kann mal rauszoomen, hier dieses ganze Gelände, diese Grünfläche, da sollte der Hafen erweitert werden, da sollte noch ein Terminal hin. Ich glaube, Eurogate wollte da sich breit machen. Und diese Zufahrtsstraße, die ihr in der Mitte seht, das ist der sogenannte Tankweg. Und den konnte man fahren bis zum Ende. Das war super. Und dann hat man irgendwann gesagt, komm, wir erweitern den Hafen. Hat dann vorne die Straße gesperrt. Ja, und nie angefangen zu bauen. Außer das bisschen, was ihr da rechts am Bildrand seht. Und das ist leider, ja, ist ein bisschen schade. Aber ja, so ist es halt. Kommt man nicht mehr legal hin. Also man kommt hin, aber ich habe auch schon gesehen, dass da Leute rausgefischt wurden. Wobei das eigentlich Quatsch ist. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Bereich, der total unsicher ist oder so. Also das ist nicht gefährlich. Ne? Aber ja, so ist das halt. Ne? So, wo ist denn die Queen Mary 2? Ich glaube da hinten. Ah, guck mal, da sehen wir so ein bisschen den Aufbau. Ein Glück, dass ich Handschuhe mitgenommen habe. Ich habe gedacht, die brauche ich nicht. Das ist richtig wie so ein, also nicht wie ein Maitag. Nee. Da bist du ja wieder. Ja, ein Stein ist schon gefunden worden. Von wem denn? Von René, seine Frau fand den so toll. Das ist ja Schummelei. Er musste aber suchen. Ich habe ihn nicht. Okay. Ich stand da und habe dann nur. Ja, aber war ganz falsch geguckt. Aber jetzt weiß er, wie er gucken muss. Den hättest du mal richtig verstecken sollen. Der hätte ja mal hier noch eine halbe Stunde suchen müssen. Ich glaube, der hätte ihn auch nicht gefunden. Nee. Kommt die Polizei, wollen wir mal aufpassen, dass wir nicht ausgerechnet deren Schiff überfliegen aus Versehen. Schatz, das ist die WS3, die da kommt. Ach was. Und
Schwester Hanse macht gerade ein Päuschen. Wie kann das sein? Unser Lieblingspolizeiboot. Wurde ja auch beim Hafengeburtstag getauft, gemeinsam mit der Bürgermeister Brauer. Man muss ja aufpassen, Schatz. Die grünen Fähren, da sind alles welche drin, die, Die grünen das Fähren auf uns sind abgesehen gefährlich, haben. ja. Ne? Ja, die sind Die gefährlich. schleichen sich an und dann hauen sie nämlich raus. Ja, das stimmt. Die Polizei hat auch gewunken. Das ist ja sehr lieb. Das Ja. freut uns. Dankeschön. Heute sind auch wieder diese kleinen Sportflieger hier zugange, ne? Ja, ja. Sind hier ganz wild am Üben. So, der Holunderjet hat auch irgendwie kein gutes Wetter mitgebracht von Helgoland. Dann kriegen wir ja mal ein Horn. Das wäre doch mal was. Wäre doch nicht schlecht, oder? So, du siehst aus wie der Weihnachtsmann mit dem Schal. Das ist die Hamburg-Flagge. Ja, ja, ich weiß. Ich hoffe, dass vielleicht ein Typ kommt. Los geht's mit der Queen Mary 2. Siehst du sie schon? Ja, Party hat sie drauf mit der Drohne. Jetzt sehe ich sie auch. Hab ihn aufgelegt. Der war nicht in meiner Nähe.
Also, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich sag mal, schönstes Passagierschiff der Welt. Zumindest aktuelles, sich im Dienst befindende. Wenn man mal alles ausnimmt, was irgendwie historisch ist. Ja, der Nordlicht sagt, weil es hier so schön ist, fiel mal wieder der Plan Bartputzen aus. Ja, sorry. Und Volker G. auch danke nochmal, 2,49. Er schreibt auch mit der Dankeschön. Drohne, ist klasse. Und deren natürlich auch danke für die 10 Euro. Ja, wir machen nachher nochmal eine Runde. Irgendwie ist es heute hier mit meiner Anzeige ein bisschen am Zicken. Jetzt machen wir erstmal die Queen Mary 2. Völlig neue Möglichkeiten. Ich bin so begeistert. Freue mich so. Freue mich so über diese Bilder. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und jetzt stellt euch das Ganze mal mit dem richtigen Licht vor, nicht so ein Grau in Grau. Wobei passt ja zur englischen Queen, oder? Das stimmt. Also die kennen ja auch das Wetter, ne? Und denen macht das gar nichts aus. Weißt du, die essen da jetzt schön ihre Scones an Bord und nehmen ihren Gin und Drohnenaufnahmen, wo waren die? da siehst du den gerade. Ja. Kommt auch gleich noch was aus dem Kühlbrand. Ein Bulka. Habe ich eben schon Hast du gelesen. den schon gesehen? Ne, gesehen noch nicht. Und Brigitte hier im Rock, du ehrlich. Mit meiner Orthese, ja. Ja. Ja, kalt ist der ja nicht. Hier war noch die Frage, weißt du, wie lange du mit der Drohne fliegen kannst? Hast du noch nicht wirklich ausprobiert, ne? Also die offizielle Angabe ist 51 Minuten. Das wird heißen, in der Realität denke ich mal, ich schätze mal, je nach Wind und so weiter, werden wir realistisch so auf 40, vielleicht 43, 44 Minuten kommen. Na, immer so ein bisschen von den aber schon echt lange. Also für eine Drohne echt gut. Also ich habe jetzt noch 55% Akku und ihr habt ja mitbekommen, wann ich gestartet bin. Da kommt auch schon wieder ein Schlepper. Könnte sein, dass der auf dem Weg zur Evergreen ist. Was für eine Suppe, das Bild. Naja gut, fürs Wetter kannst du ja nichts, ne? Nee. Es gibt viele Aber Sachen, wo Aber da du sieht das wirklich mit der Drohne Schuld schon, hast, aber das nicht. also bei dem Licht sieht das mit der Drohne fast besser aus.
Für das Horn sind wir natürlich leider ein bisschen weit weg. Sag mal, apropos Kreuzfahrt, ne? Ja. Wir könnten doch eigentlich noch mal vor deiner Kreuzfahrt so einen kleinen Talk mit dem Fabian machen, oder? Der ist ja die ganze Zeit unterwegs, der Fabian. Dem habe ich letztens telefoniert. Der ist Ja. irgendwie permanent auf Kreuzfahrtschiffen Aber unterwegs. vielleicht hat er ja testet noch mal die. ein bisschen Zeit. Ist ja noch ein paar Tage hin. Ja, ich will jetzt auch Hafengeburtstagswetter-Cookie. Oh, das wäre so Bitte genial. auf der Stelle. Ich habe so kalte Füße, das glaubst du gar nicht. Und da haben wir auch rumgeheult, weil es zu warm war. Ben und ich. Da haben Ben und ich auf jeden Fall auch rumgeheult, weil wir stundenlang in der Sonne standen. Naja, wie man es macht, ist es ja immer verkehrt. Ich hätte gerne so 21 Grad mit einem Sonne-Wolken-Mix. Oder wie sagt man das so schön? Kommt aber langsam in Gange, oder? Ja. Aber gleich geht's ruckzuck. Ja, jetzt ist sie hier auf der Elbe und jetzt gibt sie Gas. Ja, und wenn man mal genau hinguckt, sieht man, glaube ich, den Wellenbrecher vorne auf der Back. Und auch seitlich ist da noch so eine Schutzwand, so eine Art Schutzschild hochgezogen. Ist alles dazu da, damit man da noch mal so ein bisschen die Passagierkabinen etwas zusätzlich schützen kann.
ein bisschen Hornkonzert haben wir ja hier noch. Ne? Ein bisschen macht sie. Aber wir haben ja echt Hörner abgeliefert am Wochenende, oder? Das stimmt. Also am besten war die Neuwerk. Ja, das stimmt. Neuwerk war richtig Die cool. hat echt, Die war richtig cool. Auch ein tolles Schiff, also das hat ja, mir und gut das Horn gefallen. ist super. Ja, die Queen Mary, die grüßt immer noch mal hier beim Augustinum, weil da natürlich das passende Klientel einsitzt. Und jetzt kommt auch da hinten aus dem Kühlbrand was raus. Was Grünes. Haben wir ja noch ein bisschen Beifang dabei, ne? Aber die Queen Mary hat ja auch eine ganz besondere Verbundenheit zu Hamburg. Hast du eigentlich eben so einen witzigen Wortdreher wieder im Augustinum gehabt? Also ich lese das jetzt hier nur so gerade. Wer sitzt Was hab ich ein denn im gesagt? Augustinum? Also das ist kein Gefängnis übrigens, obwohl. Ja, Ich weiß nicht ich habe genau, was- Einsitzen gesagt, ja. Ja, also Ich glaube, ich habe mich mit dem Akku etwas verschätzt. Mal gucken, wie lange der hält. Also wer hier in Hamburg irgendwas Schlimmes macht, kommt ins Augustinum. Aber das ist ja Du nicht so musst da verkehrt, einsitzen, oder? ja. Im Sommer hast du einen schönen Blick von der Terrasse. Die Verpflegung ist auch nicht so schlecht. Kannst bestimmt mit den anderen Einsitzenden ein bisschen Bingo spielen, oder? Ich muss so schon wieder drüber lachen, wenn ich das lese. Diese Was für eine Wortspielchen sind Suppe. doch schön. Ja, ich glaube, hier wird es kein Horn geben. Aber wir haben ja schon welche gehabt.
schaukelt sogar schön, herrlich. Ich muss noch schnell mit der Drohne ein Foto machen. So. Ich muss einmal in den Fotomodus gehen und dann, das würde mit dem Video doof aussehen, wenn ich fotografiere und dabei das Bild im Stream lasse. So, alle winken, vielleicht gibt es ja noch ein Horn hier. Und ich pfeife einmal. So, jetzt. Ah. Guck mal da oben! Ach, guck mal da, auch Da mit ist ja richtig Taschenlampen. Attacke. Mann, das ist ja wie eine AIDA hier. Richtig cool. Guck mal, auch mit Flagge. So, jetzt hier Hornbattle zwischen Eloise und der Queen Mary. Ach, guck mal, da winken auch. Das ist ja, Ja, cool das ist hier heute. oben auf dem Dach. Richtig Party, hier unten Bei deinem auch. Oberdeck. Aber hier unten links auch noch mal. Hat da jemand eine HSV-Flagge? Irgendwas Blaues leuchtet aber, oder? Warte mal. Ja, ich muss mal gerade gucken. Unter dem Rettungsboot, unter dem letzten. Ja, Moment, ich muss da erstmal. Da unten. Oh nein, jetzt ist der Akku von der Drohne gleich alle. Ich hätte 10 Minuten später starten sollen. Aber kannst du den nicht noch mal wechseln? Ja, ja, aber die fährt ja so schnell. Sehr cool. Geht doch. Fährst du? Ja, ich muss leider zurückfliegen. Leider, leider. Ein paar Minuten verschätzt. Achtung, einmal hier am Anleger. Achtung, Drohne kommt.
Ja, genau, führ mal die Kamera so ein bisschen. Ja. Ich guck mal, wie schnell ich die wieder in die Luft kriege. Die hat hier hinten noch richtig Festbeleuchtung, so ein bisschen, ne? So. Tschüss. Tschüss. Boah, die ist echt schnell. Ja, wir haben doch jetzt noch mal ein schönes Bild von oben. Ja. War noch mal die Frage, wie viele Akkus dabei waren? 2, ne? 3. 3. Drei. Okay. Kannst du irgendwie noch mal am Zoom drehen? Ich habe sonst die Fähre so dicht drauf. Bitte? Ich soll zoomen für dich? Nein, nicht. Ich habe ja die Fähre so weit Ja, aber drauf. ich habe die, ich habe ja, Ach so, ich habe gar kein Bild. das hier ist immer das Bild vom Stream. Na, dann ist ja gut. Ach, ist das ein schönes Schiff. Ist das ein schönes Schiff. Aber guck mal, hier haben wir auch noch was Schönes. Ja. Müller Lüdenscheid sagt, aber ohne Horn, hat einfach keinen Stil. Verstehe ich jetzt nicht. Hat doch ein Queen Horn Mary raus- hat doch ordentlich Hat doch hier ein gehornt. Horn rausgehauen, der hinten ein Horn. War Also, doch super. ich weiß nicht, wann du eingeschaltet hast, aber. Das war doch super. Oder ob es jetzt da gemeint war, keine Ahnung. Aber Also auf mein jeden Vorschlag Fall. wäre, wenn die Ever Genius gleich rausgeht, dann nehmen wir die noch mit. Aber hat man denn irgendwie so eine genaue Zeit? 21 Uhr soll die rausgehen. Also haben wir jetzt 2053. Ich muss dafür allerdings gleich ein bisschen Akku sparen, denn das hier ist der letzte Akku und der war auch nicht ganz voll. Aber du hast doch jetzt auch schon genug gute Bilder Ja, gehabt. wir haben super Bilder. Also Pack doch ein den alles Vogel. gut. Ja, ja.
Willst du das Containerschiff oder machst du? Also das Containerschiff würde ich ganz gerne noch mitnehmen. Das soll ja um 21 Uhr rausgehen. Aber dann ist auch langsam ein bisschen frisch hier. Ulrich Böcker hat eine Mitgliedschaft verschenkt. Axel Meyer ist seit 15 Monaten dabei. Gigi der Wahnsinnige, ich bin auch schon ganz wahnsinnig, verschenkt auch nochmal 2 Euro Superchat. Ach Moment, Sekunde, ich muss das einmal neu laden hier. Also, Gigi hatten wir. Chester Snow ist seit 11 Monaten dabei. Der Nordlicht lässt nochmal 10 Euro Superchat hier und da hatte sie eben schon geschrieben, ja, das mit dem Bartputzen ist leider über Bord gefallen. Volker, danke auch nochmal für dich, für die 2,49. Timur ist auf Twitch mit dem Prime Sub neu dabei und Gigi hatte davor auch schon einmal oder noch einmal 5 Euro Superchat dagelassen. Rob Bob neu auf dem Fischmarkt und Ostrolek im 2. Monat mit dem Prime Sub dabei. Außerdem Frank Schulze 5,99 für heiße Getränke. Fettes Dankeschön, ihr Lieben. Ja, das Thema mit dem Namen für die Drohne ist, glaube ich, fast durch, oder? Ja, wir besprechen das nochmal im Team, würde ich sagen. Okay. Ne? Wir müssen nach Ben fragen. Ben hat immer gute Ideen für Namen. Aber ich finde Lufthansa schon nicht schlecht. So, und ja, da unsere Freunde von der Polizei da auch immer noch warten, denke ich, möchten die gleich die Elbe sperren, wenn die Ever Genius rausgeht. Ever Genius, Ever G-Klasse, müsste ein Schwesterschiff von der berühmt-berüchtigten Ever Given sein. Ihr könnt mir ja gerne mal einen Tipp geben, wenn das losgeht bei der Evergreen. Von wegen, dann kann ich noch mal die Lufthansen starten. Aber klingt ein bisschen hölzern, oder? Die Lufthansen starten. Ja, wir besprechen das nochmal im Team und, Ist ja auch egal, Hauptsache ich habe mein Spielzeug. oder? Ja. Ares ist da, lässt 5,99 da. Ares, Dankeschön. Dankeschön. Er sagt, was für ein tolles Schiff. Ja, also ich finde die Queen Mary 2 unter den Passagierschiffen schon wirklich richtig, richtig schön. Und Lastamo Harry auch mit 5 Euro dabei. Dankeschön. Guck mal, Matthias Mann ist auch da. Liebe Grüße auf die Mein Schiff 7. Ich würde die Drohne Todesstern nennen. Videomöwe, ja. Nennen Sie einfach Digger. So, Einfach Digger, genau. Digger geht in die Luft. Tschüss. Wir nennen sie einfach Digger. Guck mal, hier haben wir noch was Schönes, den Taifun. Hatten wir doch beim Hafengeburtstag auch. Ups. Weil wenn mürrische Möwe nicht schon vergeben wäre, Ja, mürrische Möwe würde finde ich das auch ja gut. auch gut passen. Ne? Aber ich finde ja, der Chat sucht ganz viele Namen aus und das Team entscheidet dann. Ja. Finde ich eine gute Idee. Das ist eine super Idee.
Ja, wir finden schon einen Namen. Ist ja auch irgendwie so eine witzige Community-Geschichte. Ich finde das gut. Also ich finde das ja toll, wenn wir euch da irgendwie mit einbeziehen ja. können. Ist doch eine witzige Geschichte. So muck wie dat. Hey, Jonas und MS Aquamundo radet rüber. Moinsen. 76 Binnenschiffer an Bord. Moin, ihr Lieben. Habt ihr denn schon wieder Feierabend? Das gibt's doch nicht. Ist doch gar Ich bin nicht doch gerade genau. erst aufgestanden. Wieso habt ihr eigentlich Feierabend? Sowas. Naja, dann schippert hier noch mal ein bisschen in den Hafen rüber. Gibt's auch ein bisschen was zu sehen. Graue Suppe zum Beispiel. Aber du findest doch auch, dass sich das jetzt gelohnt hat mit der Drohne, oder? Ja, ja, du musst es mir ja wieder schön reden. Aber ich sag mal, wir haben ja eigentlich auch abgemacht, über technische Dinge diskutieren wir Ja, einfach. außerdem gar hat die nicht mehr. Community ja beim Hafengeburtstag so arg mitgeholfen. Das ist die Community-Drohne. Ja, ihr Lieben, wir nehmen noch die Ever Genius mit, die hier gleich rausgeht. Genau, die kann sich jetzt hier auch mal ein bisschen beeilen. Und dann machen wir aber ein bisschen Mimimi. Jasmin, danke schön, 5 Euro. Aber ich finde, wir haben es ja jetzt hier auch lange ausgehalten. Also ich meine, seit wann sind wir schon Also hier? ich finde, wir hatten auch tolle Schiffe. Also Ja, es sah absolut. alles, ich glaube, war... Aber Leute, heute Morgen war echt noch so ein Wetter wie beim Hafengeburtstag. Ich glaube, ich habe auch irgendwo in der Videobeschreibung noch was geschrieben von tollem Licht. Wir wollten ja eigentlich auch noch den Grill anschmeißen, haben wir dann nicht mehr geschafft. Ja. Es war richtig schönes Gartenwetter. Und ich hatte mich schon gewundert, weil Michi, der hatte nämlich so ein paar erste Videos draußen in der Deutschen Bucht gezeigt. Und das war alles schon so bewölkt und grau in grau. Und ich denke, Mensch, was ist denn da draußen los? Wir haben hier super Sonnenschein. Und dann bringt der dieses Wetter mit. Tim, ich muss ein bisschen am Akku haushalten. Ich habe schon 2 Akkus verbraten und der letzte hat jetzt noch etwas über 50%. Ich muss mal gucken, dass ich die zwischendurch zwischenlade. Aber da muss ich mich erstmal so ein bisschen rantasten. Die brauchen halt auch etwas länger zum Aufladen als die von der kleinen Drohne vorher. Und jetzt habe ich nur noch 50% im letzten. Deshalb warte ich, bis die auch wirklich in Aktion sind. Also wenn ihr sagt, dass sie wirklich ablegen, dann können wir noch mal hochgehen. Hast du gesehen? Vollen Segel. Mare Frisium, ne? Oh, Ja, da kann man eigentlich mal super rüberschwenken. Danke, ihr Lieben. Die Da Mare kommt auch noch die Frisium kleine fährt heute Hansa. mal richtig unter Segel. Boah. That has what? der Auto fragt, woran erkenne ich als Laie, dass kein Schiff fahren darf, wenn die Polizei dort steht mit einem Boot? Ja, also Das geht normalerweise alles über Funk auch raus. Also die Polizei zeigt halt Präsenz, falls da mal
Also die kleineren Sportboote, die ganz kleinen, die haben ja teilweise keinen Funk an Bord. Alle, die ein bisschen größer sind, die haben ja Funk und sind auch verpflichtet, hier den Hafenfunk zu hören. Ich weiß gar nicht, welcher Kanal das ist. Ist das Kanal 16 oder 17 oder so? Und die Polizei ist dann halt da für diejenigen, die das nicht mitbekommen. Ja, eine Powerstation habe ich ja auch hier zum Aufladen. Das dauert nur leider ein bisschen. Also ich habe ja die anderen Akkus dran, aber ich muss mal schauen. Es braucht, glaube ich, ein anderes Kabel. Man muss die, glaube ich, irgendwo dranhängen, wo mehr Saft rauskommt. Kann man hier die Stecker tauschen. Ich glaube, aus dem anderen Anschluss kommt mehr Saft raus bei der Powerstation. Ah, jetzt ist mehr Saft drauf auf dem Ladegerät. Ja, genau, jetzt blinkt es nämlich auch schneller. Okay, falscher Port. Hilft mir nun, glaube ich, jetzt nichts mehr, weil die ganz schön leer waren. Und Jürgen sagt, der Name der Drohne ist Tanja. Weil ich Was? nämlich den größten Überblick habe. Naja, geht so, ne? Ja, das stimmt, da ist was dran. Noch scheint sich nichts zu tun bei der Ever Genius. Ach, jetzt gehen die Segel hoch. Das ist Mitmachsegeln auf der Mare Frisium. Da könnten wir doch Ben mal anmelden, oder? Der reißt das alles kaputt. Meinst du?
Jetzt nochmal die Frage, ob du eine DJI Power Station hast. Nee, das ist eine Anker. Ja, ich kriege das auch hin mit dem Aufladen. Ich muss das nur organisieren und das ist ja so, aus unterschiedlichen Ports kommt ja immer unterschiedlich viel Strom raus und solche Geschichten. Und von daher, beim nächsten Mal bin ich da besser vorbereitet. Kiezkopter. Auch lustig. Ja, Fabian, ich gebe dir recht. Das ist ein schönes Schiff, die Mare Frisium. Jurchen meint, die Genius legt ab. Oh, noch mehr. Ja, dann geht doch. Schicken wir doch die Lufthansen noch mal hoch. Jetzt noch die Frage, kannst du damit auch nachts fliegen? Also Klar. Also du musst halt immer auf Sicht fliegen. Das ist nachts allerdings teilweise ein bisschen einfacher sogar, weil die ja leuchtet. Achtung. So, da sind wir wieder in der Luft. Und wir gucken mal, ob wir hinten rein luschern können ein bisschen. Ja, die Zoom-Kameras sind bei abnehmendem Licht dann nicht mehr so gut. Die brauchen wirklich Licht. Also das merkt ihr auch, hier dieses Zoom-Bild, das ist jetzt nicht ganz so gut wie das vom Weitwinkel. Aber trotzdem, ich meine, wir haben überhaupt ein Bild. Das alleine zählt ja schon mal. Es ist jetzt auch wirklich eine Suppe, also da kann man froh sein, wenn man überhaupt irgendwie ein bisschen was erkennt. Aber halt mal einen Blickwinkel, den wir so bisher nicht hatten. Ja, MacGame, aber die Blende 2.0 hat die, glaube ich, nicht beim Tele, oder? Ich weiß das noch gar nicht auswendig. Ich weiß nicht, was das Tele hat. Das 2.8 oder 4. Ja, und apropos
gesperrte Elbe, Mare Frisium, muss warten. Deshalb haben die wahrscheinlich auch die Segel eingeholt. Die Polizei hat gesagt, nee, 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 ihr mit eurem Kutter, ihr fahrt hier nicht mehr durch. So, was ist hier denn eigentlich die... Müssen jetzt alle warten, ne? Alle müssen warten, ja. Ja. Eigentlich ganz schön, dieses Grünstück da. Oder was meint ihr? Ich finde, das sieht so von oben sehr idyllisch aus. Ne? Da sind die Bäume drumherum. Eigentlich echt, das wäre ein schönes Grundstück für unseren Leuchtturm. Also soll wohl hier gleich losgehen. Was denn? Ne? Maybe. Was soll losgehen? Die sind schon hier. so. Die haben doch abgelegt. Hier. Siehst du doch, schon lange. Naja, dass sie jetzt hier rauskommt, oder? Ach so. Ja, nee, die fährt jetzt erstmal an der One vorbei. Ah, okay. Also. Einige sagen, der ist besser. Aber die Fotografen halten hier auch alle ganz gut aus, ne? Ja. Aber jetzt sieht man auch mal endlich das Blaulicht bei der Polizei richtig. Der Henker sagt, ich habe meine Brille wieder nicht dabei. Doch, das ist ja gerade das Schlimme. Trotz Brille.
Die hätten sie ja noch durchlassen können, die Mare Frisium. Naja, vielleicht wollen die auch kein Risiko eingehen. Ne? Du weißt ja jetzt auch immer nicht, wie schnell das alles geht. Aber es ist ja auch gar nicht so schlimm, dass sie jetzt hier noch steht. Ne? Haben wir auch irgendwie was? Nö, haben wir ein bisschen Stil noch Motiv. dabei. Bisschen Beifang. So, geht los. Kommt jeden Moment raus. Die Ever Genius. Hier ist die Frage, warum dürfen die Fähren durchfahren und der Segler muss warten? Also erstmal haben die Fähren mehr Erfahrung. Ich gehe aber mal davon aus, das hat einfach damit zu tun, dass die flott sind. Ja, Und da mal eben durchhuschen können. Sehr wendig, sehr manövrierfähig. Wollte ich gerade sagen, die kann ja nicht wirklich so Ja. agieren, ne? Wenn wirklich Ja, ja. tatsächlich irgendwas ist. Nehmen wir mal an, dass es mit der Manövrierfähigkeit und Geschwindigkeit zu tun hat. Ich meine, wenn da so ein Dominik, so ein Hafensheriff angerast kommt, ne, der fährt ja wieder Blitz. Ich glaube, ich habe die Drohne schon wieder zu früh gestartet. Nächstes Mal habe ich ein besseres Akkumanagement. Ach, hier kommt wohl gerade die Info, dass sie wohl angefragt haben, ob sie warten dürfen wegen dem Schiff. Vielleicht Ach für so, die Gäste? wollten gucken vielleicht. Ja. Vielleicht wollten die gucken, ja, das kann natürlich sein. Ja, das natürlich ist eine Premium-Position, wo die da liegen.
Als die Engländer noch in der EU waren, sind wir die Hongkonger irgendwie über England nach Deutschland. Da gab es einen guter Preis oder guter Kauf, solche komischen Webseiten. Guckt euch mal an, aus der Perspektive, finde ich, sieht das Schiff auch gewaltig aus. Vor allem sieht es extrem lang aus. Kaul, ne? Raumarperspektive. 2 Drittel des Uralpreises. Warum nicht das? Aber dieser bittere Art wäre ja schon mal ziemlich risikoreich, weil das mal der 1000 Euro sind. So. Guck mal, jetzt kommen auch die Fotografen wieder in Jetzt Wallung kommen hier. sie alle in Wallung. Jetzt Ja. geht's wieder los hier. Ja, die Ever Genius, ihr Lieben. Hast du viele Fotos von daneben, aber Das ist aber auch echt ein Klopper, ne? Absolut. Vorhin noch gesehen von der Autobahn, ne? Wir sind ja vorhin schon Ja. vorbeigefahren. Ach, verdammt, ey, jetzt ist der Akku gleich alle. Was sagt denn der, den ich gerade noch mal aufgeladen habe? Ich glaube, wenn ich jetzt ganz schnell bin, dann könnte ich eventuell, ja, Aircraft will return to home point in 10 seconds. Go back. Return to home point. kannst du mal so ein bisschen auf die Kamera gerade gucken? Ich will mal versuchen, ganz schnell hier Welches zu Bild ist das landen. denn? Ja, das von der Kamera, genau. Von der. Ja, genau. Ja, ist ja gut. Ich lande doch schon. Hast du alles? Ich muss noch mal schnell den Akku tauschen. Vielleicht können wir dann noch mal ein paar Minuten mit dem Angebrochenen hier. Ja, anmachen, ne? Gute Idee. Anmachen, ja, super Idee. Das mit dem Einschalten lerne ich auch nicht mehr. Home point updated. Take off. Home
Okay, du kannst wieder auf die 3 gehen. Oder ich mach's. So. Oh, aber auch ein schönes Bild, oder? Mit der Mare. Ach, guck mal, die fährt jetzt auch los. Na, für die Gäste ist es doch toll, wenn die noch Das ein ist für die bisschen Gäste gucken richtig können, ne? toll. Schlepper auch schon los. ...400 Meter. 58 Meter breit. Oh, jetzt wird es dunkel. Jetzt wird es leider dunkel vom Bild, aber egal. Nehmen wir noch die letzten Drohnenaufnahmen mit. Ups. Zurückbleiben.
Ja. Auch richtig gut aus. Von Wagenborn. Letztens schon mal gesehen. So, Schwester Hansen verabschiedet sich. Gute Nacht. Träume Ja. schön von deiner Lufthansa, oder wie hieß sie noch? Lufthansen. Lufthansen. Oh, guck dir mal das Bild an. Ist das nicht ein schöner Abschluss? Ja, Was für ein tolles Wuselbild, ihr Lieben. Mann, oh Mann. Das ist doch Landrattenporno. Boah. Hui. macht man hier nicht Boah. so Wasser, ne? Also, Liegt hier irgendwas auf dem Boden? Nee. nö, alles gut. Das war unsere Fußdusche. Ja, ich glaube, ein schöner Jungfernflug, oder? Heute kann man das ja besser sehen als in Wirklichkeit. Ja, deswegen hättest du hier gucken sollen, Ja, dieses war von zu Hause. oder? Ja. Schon ganz schön kalt, ne? So, dann fliegen wir mal nach Hause. So, wo sind wir denn genau? Ach so, andere Richtung. Ja, da sind wir. Das sehe ich jetzt. Sehe ich sie auch. Jetzt sehe ich sie auch. So, okay. Alles Tschüss. klar. Tschüss. Achtung, Drohne kommt runter. Okidok. So. So, ich glaube, jetzt haben wir aber so langsam hier den Zenit Ich glaube, erreicht, du musst oder? doch hier noch mal gucken, oder? Ja, ja, ich gucke jetzt nochmal. Aber ich kann uns ja mal hier so ein bisschen ins Bild nehmen. Mensch, Ja. dann sehen wir uns auch mal. Das stimmt. Oh, boah, jetzt ist mir aber, ich bin echt ein bisschen durchgefroren. Ach was. Ja, Wem sagst du das? Also wirklich mi. Leute, aber richtig. Aber richtig mi. So, die Jasmin, die hat 5 Euro für einen Kaffee da gelassen. Ja. Dankeschön. Können wir auch eintauschen gegen eine heiße Schokolade? Oh, irgendwas mit Alkohol drin. Holgi, 2 Euro Superchat. Dann Stefanie Ferchland, 2 Euro
oder 2,24 €. Grüße aus Paraguay. Lucifer, 3 Monate dabei. Ralf Quadflieg, 5,99 €. Gasti Luxolot lässt 100 Bits da. Rea Strickliesel, auch wieder 100 Bits. Langmajana, Vielen Dank. 250 Bits. Safe Zone Expert, 5 € Superchat. Der Kai, unser Kölner Kai, eine verschenkte Mitgliedschaft. Jutta Kreidel, 2 € Superchat und schreibt auch, die Drohne ist mega. Ich hab's doch gesagt. Ich hab's dir gesagt. Ja, habe ich Schatz. was anderes behauptet, jetzt mal ganz kurz nebenbei? Johannes, 20 Monate dabei. Dann der Axel mit 10 € Superchat. Anzahlung für Akku Nummer 4. Ja, nee, ich krieg das schon hin. Ich glaube, mit ein bisschen Kabel organisieren und so, dann klappt das schon. Der Hamburg-Spotter, 5,99 € auch für einen zusätzlichen Akku. Bernhard Sonderhüsken, 11,99 € für mehr Akku. Kai, nochmal 10 € mehr Akku. Ja, gucken wir mal. Sollen wir denn so einen ganzen Drohnenstream machen? Ein Drohnenstream. Nee, nein, man darf das auch nicht übertreiben. Man darf auch nicht nur Ja, Drohnen aber wenn du so machen. viel Akku hast, dann kannst du ja, Ja. bis nach Cuxhaven fliegen und wiederkommen. Das stimmt. Ulrich verschenkt nochmal 5 Mitgliedschaften. Dabini ist seit 8 Monaten dabei und Ulrich nochmal 10 Mitgliedschaften. Mensch, ihr Lieben. Wahnsinn, danke, danke. Sensationell. Ja, also ihr merkt, ich bin happy. Ich freue mich total. Ich finde, die Drohne ist eine schöne Bereicherung. Kannst du überhaupt schlafen heute Nacht? Ja, doch, ich bin jetzt sehr zufrieden. Okay. Und muss mich noch so ein bisschen eingrooven. Man muss jetzt natürlich auch noch mal gucken, wie man die einsetzt. Aber ich glaube, die Perspektiverweiterungen, die waren jetzt schon echt nicht schlecht. Also das finde ich, hat sich gelohnt. Ja, ansonsten fand ich, dass der Stream sich auch gelohnt hat, bis auf das Wetter, was nicht mitgespielt Das hat. hätte aber mal echt sich ein bisschen Mühe geben Aber können, Highlight oder? war natürlich Michi, Ja, den wir willkommen geheißen haben und der natürlich auch standesgemäß hier gehornt hat. Ja, dann natürlich die anderen beiden großen Containerschiffe, die Cosco Star und die Ever Genius, auch sehr, sehr beeindruckend und natürlich nicht zu vergessen Beauty Queen Mary 2. tja, Vielen lieben Dank. war wieder alles dabei, was Spaß macht, oder? Absolut. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr die Zeit mit uns verbracht habt, dass ihr im Chat wieder ordentlich Attacke gegeben habt und natürlich vielen, vielen Dank für diese Kanalunterstützung. Also es ist wirklich, es ist sensationell. Ja. Es ist echt Unglaublich. völlig krank, muss man einfach so sagen. Guck mal, Frankie hat auch noch mal 2,49. Also jetzt ist der neue Akku aber komplett. Dankeschön. Ja. Ja, vielen Dank natürlich auch an unsere Moderatoren, die im Hintergrund wieder ordentlich mitgeholfen haben. Und Richtig Attacke was habe ich gemacht. vergessen? Und danke an dich, dass du hier in der Kälte mit mir gestanden hast. Sei mal ein bisschen nett zu mir. Ich bin nett. Oh, ich bin doch richtig nett. Richtig nett. Gleich machen wir es aber warm, ne? Soll ich das Ja. Auto schon mal vorheizen? Ja, nachdem du irgendwie, glaube ich, wieder die Heizung zu Hause ausgestellt Im hast. Mai wird nicht mehr geheizt. Ja. Hier mal eine Frage an die Community. Im Mai wird nicht geheizt. Da ist egal, wie kalt das draußen ist. Das ist ja auch eine Einstellung, also Nein, im Mai wird nicht geheizt. Tschüss, ihr Lieben. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. over and out, würde ich sagen. Over and out.